damit heiße ich euch hier an dieser Stelle wieder willkommen im dritten Part unseres großen 24 Stunden Geburtstagsstreams. Und wir haben tatsächlich schon einige richtig geile, richtig unterhaltsame Spiele angezockt, meiner Meinung nach. Aber ein bisschen was habe ich für euch noch parat, ein bisschen was habe ich für euch tatsächlich noch vorbereitet. Wobei vorbereitet in dem Kontext jetzt vielleicht nicht unbedingt die richtige Wortwahl ist, das gebe ich ja durchaus zu, weil ausprobiert, ob das alles funktioniert, habe ich es nicht. Das heißt, wir könnten hier jederzeit auf irgendwelche technischen Schwierigkeiten stoßen und müssen dann kurzfristig auf irgendein anderes Spiel ausweichen. Aber zumindest habe ich noch 2 Titel für euch geplant, die ich gerne in den kommenden Pi mal Daumen ungefähr 6 Stunden, die wir hier im Zweifelsfall noch gemeinsam online verbringen werden, angehen möchte. Und für alle diejenigen von euch, die sich vielleicht fragen, warum ich hier Cuts und Unterbrechungen mit reinpacke und das Ganze in 3 Parts aufteile, statt diesen ganzen 24-Stunden-Stream hier an dieser Stelle einfach am Stück zu machen. Das hat so ein bisschen was mit den Limitierungen zu tun, die YouTube selbst mir auferlegt. Und zwar kann keines meiner Videos beziehungsweise keiner meiner Livestreams länger als 12 Stunden am Stück sein maximal. Alles darüber hinaus wird entweder gar nicht erst für den Upload akzeptiert oder, wenn es sich dabei um einen Livestream handeln sollte, gar nicht erst archiviert. Das musste ich leider sehr schmerzlich am eigenen Leibe schon spüren, damals bei unserem großen Silent Hill Marathon, der sich aus genau diesem Grund bedauerlicherweise im großen Äther des Internets aufgelöst hat und nicht mehr zur Verfügung steht. Und um zu vermeiden, dass so etwas noch einmal passiert, habe ich mich dazu entschieden, die 24-Stunden-Streams, die wir hier durchaus von Zeit zu Zeit auf dem Kanal mal durchführen, immer in einzelne Parts aufzuteilen, damit ich sicher sein kann, dass das Ganze tatsächlich auch im Nachhinein archiviert wird, und deswegen sind wir jetzt an dieser Stelle hier und haben gerade vor ein paar Minuten unser, keine Ahnung, was der da schon wieder macht, vor ein paar Minuten unsere Erlebnisse rund um den Tavern Manager Simulator abgeschlossen, und wir werden auch für den nächsten Schritt in diesem Livestream im Fantasy-Setting bleiben, so ein bisschen geheimnisvoll, so ein bisschen Mystery, so ein bisschen Rollenspiel. War ursprünglich, zumindest wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, als Mod für ein anderes Spiel geplant, ist dann aber letztendlich doch zu einem eigenständigen Titel geworden. Und hat schon vor einiger Zeit meine Aufmerksamkeit erregt. Ich bin aber irgendwie nie dazu gekommen, das Ganze tatsächlich mal auszuprobieren, anzutesten. Deswegen machen wir das heute. Erschienen ist das nächste Spiel am 28. Juli 2021. Entwickelt wurde das Ganze von Modern Storyteller. Der Publisher ist in diesem Fall Dear Villagers, und die Rezensionen im Steam Shop sind äußerst positiv bei insgesamt 8.695 abgegebenen Bewertungen. Reise 2000 Jahre in die Vergangenheit und erlebe die letzten Tage einer verfluchten römischen Stadt, in der eine Sünde alle verdammt. Offenbare ihr Mysterium, indem du die tödliche Zeitschleife ausnutzt, dich mit den Bewohnern unterhältst und Rätsel löst. Das Schicksal aller liegt in deiner Hand. Die nächsten Pi mal Daumen ungefähr 2 bis 3 Stunden spielen wir hier auf dem Kanal ein bisschen hinein in ein Spiel namens The Forgotten City. Und ich bin ehrlich gesagt schon ausgesprochen gespannt, was genau uns da so erwarten wird. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle jetzt weiter keine große Müdigkeit vorschützen. Ich klicke jetzt einfach auf Spiel starten, wir schauen einfach mal rein und ab
geht's und drückt einfach mal die Daumen, dass das Spiel jetzt tatsächlich auch startet. Ich gehe da an dieser Stelle einfach mal davon aus. Bis jetzt hat ja eigentlich alles ganz gut funktioniert. Das sieht auch so aus, zumindest passiert hier schon mal was. Das ist ein guter Start. Auf jeden Fall. Hier macht die Logos, macht eure Logos erstmal ohne mich. Mit der Lautstärke müssen wir im Zweifelsfall gleich nochmal gucken. Wie gesagt, ich habe die Dinger im Vorfeld nicht ausprobiert und habe dementsprechend im Vorfeld auch die entsprechenden Einstellungen nicht vorgenommen. Das müssen wir wie bei den anderen Titeln bisher auch so ein kleines bisschen on the fly machen. Und nebenbei würde mich natürlich bei diesem Titel wie auch bei vielen anderen Titeln, die wir hier auf dem Kanal in Angriff nehmen, natürlich interessieren. Kennt einer von euch diesen Titel? Hat einer von euch diesen Titel eventuell auch schon gespielt? Oder gehen wir da alle relativ jungfräulich an diese ganze Angelegenheit heran? So, Sprache Deutsch, ja, auf jeden Fall. Größe von Untertiteln und Gesprächen, machen wir mal groß. Hallo Harvey. Komm mal her. Ja, so auch in diesem Stream. So, du bist doch hier die Hauptattraktion. Hm? Wegen dir kommen sie alle. Katze. Okay, so. Wer spielt denn tatsächlich mit Bewegungsunschärfe? Gibt es Leute, die wirklich eine Bewegungsunschärfe haben wollen? In 5er Schritten, na toll. So, nehmen wir mal so. Änderungen an... Hoppla. Was ist denn hier jetzt los? Dann... Oh, ist halt so. Okay, da seid ihr wieder. So, jetzt aber. So, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, die Spannung lohnt sich auch. Nichts wackeln, Harvey. Sollte ursprünglich mal eine Skyrim-Mod werden, aber wie gesagt, ist jetzt zu einem eigenständigen Spiel geworden. You're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Lautstärke müsst ihr mir nochmal Feedback geben, ne? Ob das Spiel zu laut oder zu leise ist, ob ich das in irgendeiner Art und Weise anpassen muss. Lieber jetzt als später. Ne, Habibi? Nehmen wir mal einen weiblichen Charakter. Hatten wir heute, glaube ich, noch nicht. Oder? Haben wir heute schon einen weiblichen Charakter gespielt? Nein. Nicht mal in den Horror-Titeln. Doch, in World of Horror, aber sonst?
Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ach, das ist jetzt meine Herkunft hier quasi. Entweder ich war auf der Suche nach antiken Ruinen, das bedeutet, ich bin Archäologe. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. Oder ich war auf einer Geheimmission, Soldat. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen, denn es gibt keine Möglichkeit, neue zu bekommen. Oder auf der Flucht. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht und du bist 25% schneller beim Sprinten. Oder amnesisch. Dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Nee, Archäologe finde ich schon cool. Bei dem Setting, was uns bevorsteht, ist es, glaube ich, genau das richtige Ding. Was sagst du, Harvey? Ja, ne? Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured, or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? Was ist deine Geschichte? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Willst du mir nicht mal deinen Namen sagen? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Warum möchtest du ihn mir nicht sagen? All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Vielen Dank dafür, dass du mein Leben gerettet hast, Karen. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Wer ist Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Wo sind wir? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Und was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Gut, das war alles. Great. So you're ready to go look for Al? In Ordnung, ich bin dabei. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Eine Taschenlampe. Eine solide, batteriebetriebene Taschenlampe. Sehr schön. Danke. Neues Hauptziel. Quid pro quo betritt die Ruinen. Wie ist es mit der Lautstärke? Passt das soweit? Oder müssen wir noch was anpassen?
Mal die Untertitel noch ein bisschen größer machen. Ein altes Ruderboot aus Holz. Karen hat es sicher gemacht, um mich aus dem Fluss zu retten. Er hat es sicher benutzt. The ruins are just beyond those columns. Please, hurry. So, die Ruinen. Da sind sie. Eine verrostete Metallfackel, die wohl von Al angezündet wurde. Ich gehe in die richtige Richtung. Questverfolgungstipp. Um die Zielmarkierungen für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol neben der Quest. Quid pro quo. Ich wurde von einer jungen Frau namens Karen aus einem Fluss gezogen. Im Gegenzug für die Rettung meines Lebens will sie, dass ich einen Mann namens Al finde, der in einigen alten Ruinen verschwunden ist. Ein Denar ist in unserem Inventar. Eine antike römische Silbermünze und halt unsere Taschenlampe. Okay. Sieht schon interessant aus, oder? If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Dun, dun, dun. Alworth. Alworth. Okay. Wah! Abwärts! Blub. Okay, schauen wir uns hier mal um. Es sieht gar nicht schlecht aus bisher. Archäologische Einlehr. Vergesst nie, dass sie alles beobachten. Goldene Statuen. Goldene Statuen, die mir etwas zuflüstern.
Eine junge Römerin in einer Pose der Wehklage. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Klingt aber nicht sehr nett. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. Was könnte einen Gladiator in die Flucht geschlagen haben? Eine junge Römerin. Sie sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Was sind das für Geräusche, die ich hier die ganze Zeit höre? Ich muss selber speichern, kein Autosave. Ach du Schande, da muss ich dran denken. Habe ich eine Karte oder irgendwas? Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. Und hier ein römischer Legionär in Todesangst. Oh Gott, Entschuldigung. Ich habe ihn umgestoßen, das wollte ich nicht. Aber warum stehen hier überall Goldstatuen, ne? Schon eine interessante Frage. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Ich suche L. What the? Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss L sein. Aber wie ist das möglich? In der Tat. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options: death, or that God-forsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Beyond the Dark Portal war die Erweiterung zu Warcraft 2 damals. Zu Warcraft kann ich auch mal was sagen. Allgemein so Strategie, XCOM, Command & Conquer, Warcraft, Dune, Warhammer. Also es gibt so viele Sachen, die ich gerne machen wollen würde und ich habe einfach nicht genug Zeit.
Eine junge Römerin in Panik. Ich müsste reich sein. Wisst ihr? Wenn ich einfach reich wäre, dann könnte ich jeden Tag für euch noch mehr streamen, weil ich nicht arbeiten müsste oder so. Und dann hätten wir auch viel mehr Zeit, um alles Mögliche mal auszuprobieren. Das wäre schon cool. Vergiss mein nicht. Ich bin in den Ruinen dieser Stadt eingesperrt und es scheint, dass der einzige Weg ein Übergang in die Vergangenheit ist. Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Okay, die Stimmen... Oh. Die Überreste eines Menschen. Wer auch immer das war, ist vor sehr langer Zeit gestorben. Die Frage ist, wollen wir da wirklich durch? Die Stimmen rufen uns. Das Geflüster will, dass wir kommen. Und wer bin ich schon, eine solche Bitte auszuschlagen, nicht wahr? Wie sagte schon ein sehr großer und sehr weiser Mann einst. Allons-y! Hallo Lena, na, wieder fit? Ich bin Tausende von Jahren in die Vergangenheit gereist. Ich muss einen Weg zurück in meine ursprüngliche Zeitlinie finden. Irgendwie. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Vielleicht kann die Person, die mich hergebracht hat, mich auch zurückschicken. Mich würde interessieren, kennst du das Spiel schon, Lena? Ein römisches Relief, das ein großes, kreisförmiges Portal und zwei Frauen darstellt. Ich frage mich, wer sie sein könnten. Da steht einer. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Augenblick, sprecht ihr Englisch? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? Der Proserpina-Schrein, was? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you, and what were you doing in that shrine? Ich bin Sinway und ich komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait.
Are you a bit, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Ja. Im Ernst, welches Datum haben wir heute? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Welches Jahr? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Es ist also 65 CE. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Euren Gesetzen. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? In Ordnung, geht voran. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Worum geht es? I expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. In Ordnung, geht voran. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. Das ist angenehm. In the Legion. If there was a Eine mutiny Taste, die ich drücken kann, dann folge ich automatisch im richtigen Tempo. Warum haben das nicht alle Spiele? Ey. They just divided us into groups of 10. Made us draw straws. And whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest.
He's up these stairs. Okay. Moment. What now? Was ist eure Geschichte? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others. And making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Wie seid ihr hier gelandet? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitor tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Er ist also in den Fluss gefallen und ist vom flussabwärts getrieben worden und kann sich an nichts Genaues erinnern. Das kommt mir doch relativ bekannt vor alles. Sehr interessant. Und vielen Dank. Tut mir leid, das zu hören. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulties strengthen the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Was könnt ihr mir über den Magistrat erzählen? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Kann ich das Bürgerverzeichnis sehen? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Klar, cool. Danke. Zusammenfassung. Ein Verzeichnis mit allen Personen der Stadt, alphabetisch geordnet. Aurelia, Klasse Bürgerin, Pflicht Tavernenwirtin. Quartier, Taverne im Elendsviertel, Hinweise, behauptet einen Ausweg zu kennen. Claudia, Patrizierin, Frau von Malleolus. Villa, zentral. Decius, Bürger. Händler, allgemein, Forum. Domitius, Bürger. Malleolus, Wache, Elendsviertel. Wie heißt er? Dullius? Du irgendwas. Klasse Bürger. Arbeitsunfähig. Elendsviertel. Im Warenhaus eingesperrt. Equitia. Klasse Patricia. Westerpriesterin. Villa unten. Fabia. Bürgerin und Bäckerin im Elendsviertel. Galerius. Bürger, Bauer, Elendsviertel. Georgius, Fremdler, Kleidungshändler im Forum. Hannibal, Fremder. Pflicht ist Schrott durchsuchen, wohnt im Elendsviertel. Ist in der Zisterne gestorben. Dann haben wir Horatius, Bürger und Wache aus dem Elendsviertel. Kabasch, einen fremden Fischer aus dem Elendsviertel, der ist verschwunden. Dann haben wir Julia, eine Patrizierin, steht in der Schuld von Malleolus.
lebt in der Villa in der Mitte. Livia, eine Bürgerin und Friseuse aus dem Elendsviertel, weigert sich jetzt zu arbeiten. Dann haben wir Lucretia, eine fremde Krankenpflegerin aus dem Elendsviertel. Malleolus, Patrizier und Geldverleiher aus der Villa in der Mitte. Nicht vertrauenswürdig. Wir haben Mevia, Bürgerin und Ärztin, hat sich im Palast eingeschlossen. Octavia, eine Patrizierin, die putzt und Gartenarbeit betreibt, aus der Villa unten. Rufius, Bürger mit der Pflicht zur Patrouille, aus dem Elendsviertel, und er ist zunehmend aufgewühlt. Dann haben wir Sentia, eine Patrizierin und Schülerin aus der Villa oben, zu ihrer eigenen Sicherheit auf ihre Villa beschränkt. Dann haben wir Centilla, ebenfalls eine Patrizierin und Schülerin aus der oberen Villa, die ist verschwunden. Censius, Patrizier und Magistrat. Ulpius, Bürger, der in der Schuld von Malleolus steht. Vergil, Bürger, Architekt aus dem Forum, okay. Duilius, wie soll man denn auf so eine Scheiße kommen? Entschuldigung. Danke. Of course. Da können wir im Zweifelsfall jetzt jedes Mal, wenn wir einen neuen Charakter treffen, können wir nachgucken, was Horatius da für Dings hat. Was haltet ihr denn von der goldenen Regel? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Da, wo ich herkomme, würde man das Kollektivbestrafung nennen. Und das ist ein Kriegsverbrechen. War crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said, in times of war the law falls silent. Unsere Welten sind sehr verschieden. Seems that way. War crimes. Ridiculous. Ihr seid also für die goldene Regel? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the golden rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. If you like. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Kann ich helfen? I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Okay. Ich werde jetzt gehen. All right?
Die goldene Regel. Die Stadt lebt in Angst vor einem mysteriösen Gesetz, das die goldene Regel genannt wird. Es ist Wahltag und Malleolus hofft, Sentius als Magistrat abzulösen. Ich werde ihn irgendwie aufhalten müssen. Finde einen Weg, Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Ich muss irgendwelche dunklen Geheimnisse von Malleolus ausgraben. Und ich muss diesen Malleolus unbedingt mal treffen. Okay. Gut, die Treppe hoch, hat er gesagt, ne? Grüße! We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Sinway. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Sie ist wunderschön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. 22? And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Das kann ich nicht behaupten. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Ja, es war der Dingens, der uns am Tempel entgegengenommen hat quasi und begrüßt hat. Der hat von 23 Einwohnern gesprochen, wenn man die 3 mitzählt, die verschwunden sind. Also 23 Leute insgesamt, 20 Leute da, 3 Leute weg. Wie kommt die Diskrepanz in der Anzahl zustande? Oder hat der uns mitgezählt? Was zählt denn hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision.
We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Ja. Erlauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Sieht euer Volk nicht blutige Sportkämpfe zur Unterhaltung an? On occasion, but our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. Haben Frauen nicht weniger Rechte als Männer? Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Verfolgt ihr Christen nicht? You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Wendet ihr nicht Kollektivbestrafungen an? Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Da, wo ich herkomme, gelten diese Dinge als verabscheuungswürdig. So richtig schön auf Konfrontation hier. Verkacken wir gleich von Anfang an. Finde ich gut. Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Proserpina hat euch geschickt? Was soll das heißen? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Ihr habt recht. Ich komme 2000 Jahre aus der Zukunft. 2000 years? That is... Gucken, wie weit wir mit dem Vorgehen kommen. In your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Ihr wart alle in Goldstatuen verwandelt worden. I have imagined it, our downfall 1,000 times, but it still breaks my heart to hear the truth of it. Wie funktioniert das Ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina,
I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in future? Ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ich werde mein Bestes geben. Well, I suppose that's all I can ask for. Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Na gut. Gibt es denn irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Me? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Gutes Argument. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Kommt schon, sagt mir, was ihr wirklich denkt. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren? If I understand Prosperna's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ja, Sicher, warum nicht? Das war dann alles. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? In Ordnung, ich bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Na gut, dann fange ich mal an. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Etwas stimmt am Apollon-Schrein nicht. Finde heraus, was Lucretia zu schaffen macht.
Die Geschichte mit dem Paradox, die finde ich... Weiß ich nicht. Hi. Fear is proof of a degenerate mind. What now? Nix, ehrlich gesagt. Ich werde es Alright. gehen. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schlechten Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Diese lila Karotten sind die Vorgänger der modernen orangefarbenen Karotten. Fear is proof of a degenerate mind. Hallo. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Was ist eure Geschichte? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Hey, bezaubernd. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Kann ich helfen? I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Sie ging mit jemandem aus? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Warum? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Euer Vater hat nichts davon erwähnt, als ich mit ihm gesprochen habe. Wisst ihr warum? That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Ist es möglich, dass Ihr Liebhaber daran beteiligt war? I don't know. But it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Ihr seht erstaunlich entspannt aus, wenn man bedenkt, dass eure Schwester verschwunden ist. Texte sich überschneiden, das ärgert ein bisschen. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Ich glaube, ihr wisst etwas, das ihr mir nicht sagt. Ugh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Das hat sich jetzt irgendwie nicht ganz so entwickelt, wie ich es erhofft hatte. Welche Quest ist denn gerade aktiv? Die Apollon-Schrein.
citizen. Diese ganzen goldenen Figuren, die hier rumstehen, waren das auch alles Menschen? Hallo. What were you two talking about? Entschuldigung, wie bitte? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. If he's making a last-ditch effort to pick up votes by talking to a woman, he's even more senile than I thought. Everyone knows women can't vote. Hey. Wir haben nicht über die Wahl geredet. What else would you be murmuring about on election day? Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Ich hatte nicht daran gedacht, mich einzumischen, aber das sieht nun anders aus. Oh, you just made a big mistake. Malleolus is gonna hear all about this, and he'll make you suffer the tortures of Tartarus while you're still alive. Sagt Malleolus, dass er untergehen wird. Stircumedite. Sentius und Malleolus. Der gleiche Mist, der lediglich anders riecht. Ein Tintenfass aus Keramik. Die Tinte scheint aus Ruß und Wasser hergestellt zu sein. Und noch ein Tintenfass aus Keramik. Was ist das denn schon wieder hier? A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Bin sehr weit unten gerade, ne? Okay, was ist eure Geschichte? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Tut mir leid, was hätte ich denn tun sollen? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Wie seid ihr hier gelandet? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? Es ist ein älterer Name, aber dort, wo ich herkomme, nicht ungewöhnlich. Older. I see. I wonder if... No.
Was wolltet ihr sagen? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Ihr seid etwas zurückhaltend. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Was ist mit Livia passiert? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Ich werde vorsichtig sein. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth, and come back to me if you discover any patterns. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber wisst ihr auch, wie man hier rauskommt? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Und was haltet ihr von der goldenen Regel? I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Lang reden die sowieso alle mit ganz unglaublich vielen Informationen. Ich bin ganz sicher, ich habe teilweise schon so ein bisschen Probleme, den Zusammenhängen zu folgen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Das schiebe ich allerdings auch darauf, dass ich schon seit über 20 Stunden oder seit fast 20 Stunden hier am Gange bin. Klar, mach einfach. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, "I think these men are gods in disguise." Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you.
who we will grant a wish. So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass die Götter euch jeden Moment töten können, weil ihr ihren Test nicht bestanden habt. Und sie müssen euch nicht einmal sagen, wie die Regeln lauten. A cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Wie läuft die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Wer darf wählen? All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Die Frauen dürfen nicht wählen? That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me, either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Wie zum Beispiel? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Was ist eure Aufgabe während der Wahl? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Kann ich einen anderen Kandidaten vorschlagen? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Können wir mit der Wahl beginnen? As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Naja, ich glaube, die Zuschauer würden das gerne sehen, also von daher... Ja, egal. As you wish. Certainly. Ich habe die Leute gefragt, wie sie hierher gekommen sind. And did you notice anything? A pattern? Eigentlich nicht. Oh, well then. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Ich werde jetzt gehen. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Machen wir noch was anderes, als Gespräche zu führen die ganze Zeit. Ich meine, die sind potenziell echt interessant, aber für mich im Moment auch gerade echt anstrengend. Achso, das hatten wir schon. Vielen Dank. Eine Nachricht an Octavia. Eine Wegbeschreibung zu einem geheimen Schrein. Betretet die Höhlen hinter dem Theater, dann biegt an der ersten und zweiten Gabelung hier rechts ab. Ein anonymer Freund von Octavia. Möge der Herr euch segnen und bewahren. Es tut mir leid, dass ich es nicht riskieren konnte, dies mit euch persönlich zu besprechen, aber wenn ich recht habe, dann seid ihr ein Gläubiger wie ich. Vielleicht könnt ihr hier nicht offen beten, aber ihr solltet wissen, dass ihr nicht allein seid. Wenn ihr jemals das Gefühl habt, dass ihr einen Ort zum Beten braucht, gibt es einen besonderen Ort, der tief in den Höhlen hinter dem Theater auf euch wartet. Biegt an der ersten Abzweigung rechts ab und an der zweiten wieder. Hi. Ave again. Did you find what you need?
Nö. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Lässt du mich hier raus? Okay. Jetzt nochmal, was passiert denn, wenn... The many shall suffer for the sins of the one. Das lade ich wieder. Ich wollte nur mal ausprobieren, was passiert, wenn ich stehle. Okay, wenn die goldene Regel gebrochen wird, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Aber ich muss ja nicht derjenige sein, der es bricht, ne? Und hier ein kleiner Hausschrein, in dem die alten Römer täglich um Schutz gebeten werden. Okay, schauen wir mal, was beim Apollon-Streit los ist. Soll das da so sein? Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Julia. She was a good woman. Was ist passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here, with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Ich wollte gerade sagen, wie kann sie denn vergiftet sein, wenn die goldene Regel greift? Kann ich irgendwie helfen? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Okay. Das ist gefährliches Gerede. Then you'd better get me that silphium quickly, hadn't you? Na, gut, da hat sie irgendwie auch wieder recht. Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien, darunter Zangen und Scheren. Und dort ein Holzgestell, das verschiedene getrocknete und gemahlene Substanzen enthält.
Mörser und Stößel haben sich in den letzten 2 Jahrtausenden nicht sehr verändert. Und hier eine große Steinstatue von Apollon, dem römischen und griechischen Gott der Krankheit und Heilung unter anderem. May Apollo keep you safe. Da ist Decius. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Decius. Terrible shame what happened to Julia, but we just have to carry on, don't we? Also, jetzt, pass mal auf, du Matt Smith möchte gern, ja? Ich brauche etwas Silphiumharz. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Ihr macht lebensrettende Medikamente fast unbezahlbar. Was stimmt nicht mit euch? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Habt ihr das gehört? Hear what? Dieses Flüstern. You sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. Wieso? Was ist denn mit Nevia passiert? She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this silphium or not? Woher soll ich denn 1000 Denare nehmen? That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years? Wie wäre es, wenn ich es stattdessen einfach nehme? Well, if you did that, you'd break the golden rule, and we'd share the same fate as the last lot who lived there. Is that what you want? Nehmt es und lauft weg. Interessant. Das habe ich mich tatsächlich eben schon gefragt, ob das im Zweifelsfall eine Option wäre. Meint ihr, das ist im Zweifelsfall eine Option? Denkt ihr, das könnte tatsächlich funktionieren? Ist das, was ihr wollt? Wenn nicht, dann her damit. Sofort. Do you think I don't know a bluff when I see one? Nice try. Wer sagt denn, dass ich bluffe? Well, if you did that, you'd break the golden rule, and we'd share the same fate as the last lot who lived here. Is that what you want? Das wisst ihr nicht mit Sicherheit. Ich werde mein Glück versuchen. Don't you dare. Oppius, der Dieb, hat meinen Geldbeutel gestohlen und ich... Wer auch immer das geschrieben hat, ist nicht fertig geworden. Eine Flasche mit Silphiumharz. Einem ausgesprochen wertvollen, antiken römischen Heilmittel, mit dem diverse Leiden behandelt werden können. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Kennt ihr den Weg zum Tempel noch?
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 3, 2, 1. Allons-y! The many shall suffer for the sins of the one. Save yourself! Ui! Death is honorable, therefore death is not evil. Sentius! Lauft! Ah! Der hat gesessen. Lauf. Er hat es wirklich getan. Und er hat keine Gegenstände dabei. Okay, tschüss dann! Wir haben das Harz. Ich habe den Tag neu gestartet. Jetzt muss ich mit dem Silphium zu Lucretia gelangen, bevor Julia stirbt. Hallo. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Sinway und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit ihr mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem, ich muss gehen. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Was ist das denn? Ein rudimentärer Seilrutschenlenker aus Holz. Okay, danke. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Danke, ich werde jetzt gehen. All right, see you around. So, beeilen wir uns. Wo geht's ja? Bin da. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cubulates Decius won't give it to me. Ich habe Silphiumharz. Hier, nehmt ein wenig. What? Quick, give it here. Julia, you need to swallow this. Here, let me help you. Okay. Wenn wir diese Geschichte mit der Zeitschleife also raffiniert manipulieren, können wir solche Probleme lösen. How did you know she needed this exact thing and at this exact moment? Are you some kind of oracle? Und wir können gleichzeitig die goldene Regel brechen und das Ganze zu unserem Vorteil nutzen. Ehrlich, ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Ah, look. If you don't want to tell me, I won't look a gift horse in the mouth. But no matter. That was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes.
In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Gut, dann erzählt mir doch mal, was ist denn eure Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Wie seid ihr hier gelandet? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, Natürlich. and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Der Fluss. Schon wieder der Fluss. Tut mir leid, das zu hören. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Warum arbeitet ihr in einem Schrein? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Erzählt mir mehr über Nevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying, but I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Wer? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Da sind wir schon raus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Thanks, I suppose. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. Was haltet ihr von der goldenen Regel? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Ich höre ständig die Statuen flüstern. Ist das normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her.
But that was Nevia, and she went a little mad. Ein kleines bisschen, ja? Schön. Das ist doch aufbauend. Erzählt mir mehr über Nevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good, too. Until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. Ich fühle mich, als wäre ich in einer Zeitschleife innerhalb einer I just Zeitschleife. know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Thanks, I suppose. Können wir über Julia sprechen? Sure. What do you want to know? Glaubt ihr, sie wurde vergiftet oder war es selbstverschuldet? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Dann lasst uns über etwas anderes reden. Gladly. Ich werde jetzt gehen. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Oh, hallo. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Könnt ihr mir sagen, was euch widerfahren ist? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. Ich wüsste gerne, wie jemand euch vergiften konnte, ohne die goldene Regel zu brechen. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler. Haben sie euch vergiftet? Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr mir nicht sagt, was geschehen ist. Persistent as Nemesis, aren't you? I can tell you, but it's a long saga. Ich habe alle Zeit der Welt. Wortwörtlich. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Okay, das war aber auch ausgesprochen dumm. Kann man nicht anders sagen. Dachtet ihr werdet hier raus, bevor ihr den Kredit zurückzahlen müsst? I'm not proud of it, but yes. I was surprised he agreed to it, to be honest. But I was so happy to have the money I didn't question it. I had to sign an agreement, saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured
I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Hemlock. Was ist Schierling? It's a deadly poison made from a plant. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Das hätte doch sicherlich die goldene Regel gebrochen. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Also habt ihr euch selbst vergiftet. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Ihr seid auch nicht gerade unschuldig. Don't you think I know that? I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. Wie geht es jetzt für euch weiter? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. Es tut mir leid. Kann ich irgendwie helfen? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. Ich habe eine bessere Idee. Wie viel würde es kosten, eure Freiheit zu erkaufen? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Vielleicht kann ich ihm auch helfen. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but thank you. Ich werde sehen, was ich tun kann. All right, but please don't take too long.
Was ist eure Geschichte? You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... the next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Tut mir leid, das zu hören. Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing, given what's happened since. Ich verstehe. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If that's your idea of a joke, it's not funny. Go away. Entschuldigung. I know what kind of person you are. Leave me alone. Hab halt nicht nachgedacht. Entschuldigung. Aber wir haben immer noch Silphie im Harz. Das heißt, bei der nächsten Schleife könnten wir sie wieder retten. For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went Ein along römischer with the Amboss. magistrate's weapons ban, Und noch heute sieht so das it seltsam wouldn't aus, be aber an das muss issue. eine moderne Innovation sein. Hier ein Blasebalg, der genutzt wurde, um Luft in den Ofen zu blasen und so die Hitze zu erhöhen. Und eine römische Feuerschaufel aus Bronze. Sie riecht nach Asche. Was haben wir denn hier? Eine Notiz, die darauf hindeutet, dass Vergil ein Sünder ist. Vergil, ich weiß, wer ihr seid und was ihr wollt. Kehrt von diesem Weg ab, bevor wir alle für eure Sünden leiden. Vergil, Sie sehen euch vielleicht noch nicht, aber ihr solltet eines wissen. Ich sehe euch. Wir könnten das Geld stehlen und nochmal eine Zeitschleife starten. Vergil. Wollt ihr wirklich die Sünde begehen, die uns alle vernichten wird? Ich glaube, wir müssen mit Vergil mal sprechen. Entschuldigung. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Why do you have a German accent if you are one of the people from the ancient Rome? I'm just asking for a friend. Oder täuschen mich meine Ohren?
Nun, was ist eure Geschichte? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Erzählt mir etwas über die Geschichte der Stadt. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Ist es nicht üblich, dass die Römer griechische Kunst und Architektur nachbilden? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Erzählt mir etwas über die Architektur der Stadt. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Wenn Sie Wasser in die Stadt bringen, könnten wir sie zur Flucht nutzen? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Wir müssen also herausfinden, wie man in die obere Zisterne gelangt. Okay, dann erzählt mir vom Tempel auf der Klippe. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Of course. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Was meint ihr damit? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Novio Magus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Und was haltet ihr von der goldenen Regel? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things
That just seems so wrong to you. But this so-called God doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown God doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Ich glaube ja. Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Wie stürzt man einen Gott? Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. Wisst ihr, mir ist das Graffiti aufgefallen. Warum genau hält man euch für einen Sünder? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Ihr mögt Männer. Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagos, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Tut mir leid, das zu hören. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Wisst ihr, wer für das Graffiti verantwortlich ist? It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Moment, Kultisten? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature as sin. Diese Kultisten. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Ich werde der Sache nachgehen. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und wem werdet ihr eure Stimme geben? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. Kann ich euch irgendwie umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Dann werde ich jetzt gehen. Nice to talk to you. Boah, ist irgendwie kalt. Aber ich frage mich, ob das vielleicht auch einfach an der Müdigkeit liegt, jetzt so allmählich. Greetings and salutations. Moin. This part of my shop is off limits, even for you, my sartorial friend. Was haben wir denn hier? Färbemittel, zum Färben von Kleidung. Sie wurden offenbar aus Pflanzen und Insekten gewonnen.
Welcome to my humble store. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. And now you have me more intrigued than before. But since it appears you do not wish to share, I will wait until we are better friends. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Was ist eure Geschichte? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Warum hier eine Schneiderei eröffnen? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule and so few customers, why bother setting shop at all? Ja, mehr oder weniger. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Na gut. Wie seid ihr hier gelandet? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Nun, warum erzählt ihr mir nicht, an was ihr euch erinnert? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares. Ich wette, in seiner Geschichte kommt an irgendeinem Punkt ein Fluss vor. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Ihr seid also den Tiber hinuntergeschwommen. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Anything you like. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Warum sagt ihr das? Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The Golden Rule has merely brought it into focus. Was können wir dagegen tun? If we are to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, "Avoid doing what you would blame others for doing." Das klingt recht einfach. It does, doesn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough.
Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Ich weiß. Ich habe gesehen, wie es passiert. Ah, the voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing. Do they not? Nun. Wem werdet ihr eure Stimme geben? That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Kann ich euch irgendwie umstimmen? Nothing comes to my mind, my friend. Habt ihr eine Ahnung, von wem Vergil bedroht wird? This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous, though. Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Shh! Not so loud! What are you playing at? Entschuldigung, habe ich etwas Falsches gesagt? Have you not been told about the last attempt? Nein, ich glaube nicht. Oh, then I suppose this duty falls to me. Ah, it is a long story. Warum erzählt ihr sie nicht einfach? Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Das lässt sich einrichten. I admire your enthusiasm, my friend, but please allow me to explain why this is inadvisable. There was an attempt, made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place. And so I say, it is best to not even discuss it aloud. Verstanden. Vielen Dank. Ich werde jetzt gehen. I hope that our paths cross again soon, my friend. Oh. Ich glaube gar nicht, wie tief mein Tief gerade ist. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Also, das hatten wir ja tatsächlich heute noch gar nicht. Es überrascht mich ein bisschen, dass es so lange gedauert hat, bis wir das erste Mal technische Schwierigkeiten in dieser Hinsicht hatten hier im Stream. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir mal versuchen, zu Nevia zu kommen. Ich hörte, Nevia hat sich im Palast eingeschlossen. Ich sollte sie finden. Ein
Fluss, eine Münze und Gedächtnislücken. Das entspricht ziemlich genau unserem. Ich gehe einmal kurz bei Equizia vorbei und berichte ihr von unseren initialen Erkenntnissen und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie in den Palast kommen. Einfach, weil wir gerade bei Equizia sind. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ich habe Leute danach befragt, wie sie hier gelandet sind und versucht ein Muster zu finden. Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? Manche sprachen von einer Münze. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? What else? Einige Leute haben Gedächtnislücken erwähnt. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else? Naja, also... Manche sprachen von einem Fluss. Yes, I understand many of our friends were carried here by a river current. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived? Katze! Katze ist wieder da. Hm? Hallo, hallo, hallo. Ja, das habe ich. Es war eine junge Frau. And did you happen to catch her name? Karen. I see. And was this Karen by any chance wearing a hood? Nuri, was machst du denn? Sie hat einen Kapuzenpullover getragen. Woher wisst ihr das? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Okay. Wir treffen uns in den Bädern. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Och, Nuri. Kannst du dich da nicht einfach hinlegen? Musst du dich da so reindrücken und... Oh. Entschuldigung. Aua! Sag mal. Was ich mich auch schon die ganze Zeit frage... Läuft das hier in Echtzeit ab quasi? Also... Machen die anderen Charaktere jetzt nebenbei gerade ihr Ding, während wir unser Ding machen und irgendwann kommt halt der Moment, wo diese Zeitschleife endet, weil halt der Punkt angekommen ist, wo einer von ihnen die goldene Regel bricht? Oder sind wir quasi der entscheidende Faktor, der das hier vorantreibt? Isn't the great temple majestic? Hallo, wer bist du? Name's Rufius. Better watch your step. Was ist eure Geschichte? Can't talk long. Got to stay sharp, but... family's from Seleucia in Tigris. Babylon province. But I've been roaming a long time. Warum habt ihr keine Waffe? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder? If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Leidet ihr unter Rheuma? Nobody is supposed to know about that. Did Lucretia tell you? Ich habe es selbst herausgefunden. Look, I haven't been at my best
lately. All my joints ache constantly, and the pain. It has a way of messing with your head. I get stirred up by things that shouldn't bother me, and then there's the statues, and my doubts about my faith. And I just want to scream. You want to help me? Do what Lucretia hasn't been able to do. And find me something to make the pain go away. Until then, get out of my face. Okay. Jetzt ist sie wieder hier. Wollten wir uns nicht in den Bädern treffen, du blöde Kuh? Let me know when you've cleared the way to the baths. Wieso? Cleared the way to... Was ist denn mit den... Sie ist von hier oben gekommen. Sie ist von hier oben gekommen. Also gucken wir doch einfach nochmal... You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. Ah. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Moment. Wer seid ihr? Fabia, but now's not the time. Are you going to help or not? Und wie? Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Er hat einen Just have to Bogen. improvise. Da lehne ich mich doch an dieser Stelle mal interessiert nach vorne. Haben wir nicht von irgendeinem Charakter gehört, der unbedingt einen Bogen haben wollte? Vielleicht können wir das ja auch in irgendeiner Kapazität zu unserem Vorteil ausnutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Vielleicht sollten wir uns nicht da drin treffen? What? We don't have time for this. I have to go. Vergesst es. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Ugh. The shrine is collapsing. Das ist irgendwie doof gelaufen. Fabia, no! Oh God, she's dead! Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Gut, aber bei der nächsten Schleife wissen wir, Warnung, der Schrein kann jeden Moment einstürzen. Das heißt, in der nächsten Wiederholung könnten wir sie retten. Eine Nachricht von Dooley, in der er seine Unschuld beteuert. Let me know when you've cleared the way to the baths. Ich dachte, du bist jetzt hier runtergekommen. Das war... Hello? Hello? Hello.
Und was ist eure Geschichte? My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Was habt ihr getan? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Vermutete jemand, dass ihr stehlen würdet? Yes. But I wasn't. I was just looking. Ist das alles? They said I did it. More than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Eine lästige Pflicht? Yes. They said I have to live here now and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Magistrat Sentius Andulus. Ich schreibe euch hinsichtlich eures unverbesserlichen antisozialen Verhaltens, was aus eurer Besessenheit von einem sogenannten verlorenen Schatz rührt. Ich fühle mich eurer Notlage und dem Ableben eures Vormundes Hannibal vor einigen Wochen mit. Doch ich muss euch eine wichtige Nachricht überbringen. Der Schatz, den ihr sucht, existiert nicht. Durch eure Gedächtnisschwierigkeiten liegt es nahe, dass ihr euch einfach falsch erinnert habt. Vielmehr, da ihr bei verschiedenen Anlässen widerrechtlich Orte betreten habt, einschließlich der Umgebung der Zisterne, die für alle Bürger untersagt ist, bin ich widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass ihr eine Gefährdung für die Gemeinschaft darstellt und eure Freiheit eingeschränkt werden muss, solltet ihr die goldene Regel brechen. Ich hoffe, dass dieser Brief euch dabei hilft, zu verstehen, warum ihr inhaftiert wurdet, falls ihr zukünftig weitere Gedächtnislücken erleiden solltet. Magistrat Sentius erklärt, dass Dooley eingesperrt wurde, damit er keinen Einbruch begeht. Was natürlich auch eine interessante Geschichte wäre einfach mal zu beobachten, inwiefern sich die Charaktere hier überhaupt im Allgemeinen so verhalten und wer, was, wann, zu welcher Uhrzeit und in welcher Reihenfolge tut, damit man dann vielleicht beobachten kann, ob sich irgendwelche Sachen ändern, ob es vielleicht einen Charakter gibt, der sich von Zeitschleife zu Zeitschleife hin irgendwie anders verhält, so als ob ihm bewusst ist, dass er sich in einer Zeitschleife befindet oder irgendwie sowas in der Art, dass er quasi außerhalb der Regeln existiert, so wie wir. Weil dann da hätten wir ja auf jeden Fall einen starken Verdächtigen für diese ganze Misere im Zweifelsfall. What does it say? Hier steht, dass sie euch mehrmals beim Einbruch erwischt und eingesperrt haben, um euch davon abzuhalten, die goldene Regel zu brechen. My treasure. Was für ein Schatz. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. Oh. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius.
And the priestess lady. She's a nice lady. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt, kann ich versuchen herauszufinden, was er aufschließt. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Lasst mich mit dem Magistrat darüber reden, euch hier rauszuholen. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Nun dann, vielleicht hole ich euch einfach hier raus. What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Nun, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir einen neuen Magistrat bekommen. Like Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Nun gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? You're going to let me out of here? Really? Das habe ich nicht gesagt. Ich fragte, ob ihr einen Ausweg kennt. Oh. Please. I hate it here. It makes me very sad. Galerius already tried that. He said the like, if you help Hannibal said... Was haltet ihr denn eigentlich von der goldenen Regel? Gold? You mean... treasure? Nun, reden wir über euren Schatz. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I now know... Ich werde jetzt gehen. Bye bye. Okay, wo geht's denn jetzt zu den Bädern? Hier lang? Oh, das ist extrem gefährlich. Wenn die Regel gebrochen wird, während wir hier sind. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ich kenne keinen Quinctius. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Ich schwöre, ich habe nicht gelogen. You are not off to a good start. When I ask you a question, I expect an answer. Is that understood?
Ihr seid unvernünftig. I would choose my next words more carefully if I were you. Aber Is that understood? ich fürchte mich nicht für euch. Then you're of no use to me. Do you have any last words? Wenn ihr diesen Pfeil abfeuert, werden alle hier sterben. Well, I'd say that's rather convenient, since I was planning to kill you all anyway. The many shall suffer for the sins of the one. Ach Mann. Lauf, lauf, lauf. That man lives badly who does not know how to die well. Was macht er denn hier? Horatius. Okay, das war vielleicht sehr dumm von mir gerade. Vielleicht sogar sehr, sehr dumm. Ich gebe es zu. Der hat die Scheiße aber gerade nicht auf mich abgefeuert, oder? Uah. Und tschüss, Mann. Okay, der Konfrontationskurs funktioniert nicht. Ich habe gedacht, ich versuch's mal. So, jetzt ist zum Beispiel die Überlegung. Das will ich jetzt als nächstes ausprobieren. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Sinvey und ich möchte, dass er ein paar dringende Angelegenheiten für mich regelt. Oh, sounds serious. Ich habe mich schon gefragt, ob I'm wir das so listening. machen können. Julia liegt im Sterben, aber Lucretia kann ihr ohne dieses Silphium nicht helfen. Nehmt etwas davon und geht. Schnell. Julia? Oh no. Okay. Das Alright, heißt, I can do das that. heißt, die Quests, die wir erledigt haben, müssen wir bei Beginn einer neuen Zeitschleife nicht nochmal wieder selber machen. Wir können Galerius losschicken. Das ist schon mal gut zu wissen. Das war's. Und jetzt lauft so schnell ihr könnt. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Bah! Scheiße. Was? On your best behavior, I trust? Klar. Whatever are you wearing? Magistrat. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Sinvey und wir hatten diese Unterhaltung bereits. We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed.
and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Beides. Ich konnte nicht verhindern, dass sie gebrochen wurde. Ah, I see. Ja, ist er. It's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you've sought me out again for a reason. Ich hatte gehofft, euch ein paar Fragen zu meiner Untersuchung stellen zu können. Good. Gut, aber nicht die Fragen, die mir zur Verfügung stehen, weil die haben beim schon gestellt. Was ist eure Geschichte? Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Was ist ein Decurio? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. Warum tragt ihr das noch? As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you. So it seemed prudent. Wie seid ihr hier gelandet? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Und wie seid ihr Magistrat geworden? I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. So läuft das manchmal. Very well. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If I did, I'd have led these people out of here already. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed, and hubris. I trust that answers your question. Aber warum traust du ihm nicht? Ich möchte, dass ihr Julie befreit. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Was genau hat er denn getan? Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic, the law of the 12 tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule-breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there something else?
Können wir kurz darüber sprechen, wer die goldene Regel brechen wird? Of course. What is it? Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Yes? Es ist der Meuchelmörder, der heute Morgen in der Stadt angekommen ist. What? An assassin? What are you talking about? Er wurde scheinbar von Nero geschickt, um einen gewissen Quinctius in dieser Stadt zu ermorden. Then what are you doing here talking to me? Why aren't you out there trying to stop him? You'd best go. Quickly. As magistrate, I hereby declare him an enemy of Rome and authorize his execution by your hand. Forthwith. Aber würde das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? I don't believe so, no. It's not a crime to carry out the lawful order of a magistrate. Müsst ihr ihm nicht erst eine Probezeit geben? So now you're an expert on Roman law, are you? Listen to me. We are cut off from the empire down here, fending for ourselves on the brink of annihilation. If ever there was a time to dispense with legal procedure, it would be now. Think of it as an act of preemptive self-defense. Think of the lives you'll be saving. Na gut. Wie soll ich ihn hinrichten? Any way you can. Despite my weapons ban, it's been my experience one can always find a weapon if one looks hard enough. In Ordnung, ich kümmere mich darum. Thank you. Please act quickly before it's too late. Ich bin mir sowas von sicher, dass das bei weitem nicht das einzige Problem sein wird, das es zu lösen gilt. Aber es ist auch ein Problem, das definitiv nicht im Rahmen des heutigen Streams gelöst werden wird. Denn wir verbringen schon wieder fast 3 Stunden mit The Forgotten City und müssen jetzt, was dieses Spiel angeht, hier an diesem Punkt so allmählich mal zum Ende kommen. So leid es mir tut. Aber vielleicht ist ja auch dies einer der Titel, die wir zu gegebener Zeit ein weiteres Mal hier auf dem Kanal erleben werden. Ich finde das Prinzip, das Konzept mit dieser Zeitschleife auf jeden Fall eine relativ spannende Geschichte, mit der man einige Tricksereien und einige interessante Storykniffe auch machen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich überlege gerade, wie das hieß. Es war ein Point-and-Click-Adventure. Ich bin versucht zu sagen, tatsächlich aus den 90er Jahren. Da war man auch in so einer Zeitschleife. Da sind Aliens zur Erde gekommen und haben einen entführt, weil sie einen zu Fast Food weiterverarbeiten wollten. Und durch dann sind bestimmte Dinge passiert, die quasi dazu geführt haben, dass eine Zeitschleife ausgelöst worden ist. Und dann hast du in dieser Zeitschleife die gleichen Sachen immer wieder und wieder und wieder gemacht, um zu versuchen, halt in irgendeiner Art und Weise am Ende diese Aliens aufzuhalten. Ich bin versucht zu sagen, das Ganze hieß Orion Burger, aber nagelt mich im Zweifelsfall nicht darauf fest. Ich bin mir da nämlich tatsächlich alles andere als sicher. An Ankh. Wieso denn bitte schön an Ankh? Die haben ja nun wirklich nichts miteinander gemeinsam. Nicht mal das Setting oder die Zeitperiode oder irgendwie sowas in der Art. Ankh. Okay. Interessant auf jeden Fall. So, einen haben wir noch. Mit einem Titel wollte ich mich heute noch beschäftigen. Und interessanterweise... Da ist er. So. Und zwar ist das Ganze am 6. Juni 2024 erschienen.
Wurde entwickelt von Super Sly Fox und Publisher ist in diesem Fall Ancient Forge. Und zwar heißt das Ganze Blockbuster Inc. und ist quasi so eine Aufbausimulation mit einem Filmstudio, wo man sich sein eigenes Filmstudio aufbaut und Schauspieler und sonst was alles einstellt und Sets aufbaut und ja, letztendlich Filme produziert. Ich habe die Trilogie habe ich damals gespielt. War ganz lustig. Wie gesagt, ich sehe nur halt die Gemeinsamkeiten nicht so wirklich. Naja. Auf jeden Fall, Blockbuster Inc. wird der Abschluss unseres Geburtstagsstreams sein. Damit werden wir uns jetzt die restliche Zeit bis Pi mal Daumen ungefähr 15 Uhr hier auf dem Kanal beschäftigen. Ich starte das gerade im Hintergrund auch schon mal. Werde aber nochmal eine ganz kurze, allerletzte kleine Unterbrechung machen hier an dieser Stelle und noch eine letzte kleine Pinkelpause einführen. Ich wollte nur schon mal mit euch zusammen ins Menü hier. Ich bin sehr gespannt. Ich spiele solche Sachen hier gerne. The Movies. Es gab damals ein Spiel, The Movies hieß das. Das hatte eine ganz ähnliche Prämisse. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das habe ich ganz gerne gespielt, aber das kriegt man heutzutage bedauerlicherweise nicht mehr so ohne weiteres. Also habe ich das zweitbeste genommen, was ich jetzt so auf die Schnelle gefunden habe. Vor allem, weil ich vor einiger Zeit im Rahmen von irgendwelchen Recherchen darüber gestolpert bin und mir das gleich erstmal auf die Wunschliste geknallt hatte. So, machen wir erstmal Sprache Deutsch. Ich glaube, die Lautstärke kann man fast sogar so lassen erstmal, oder? So. Ich lasse auf jeden Fall jetzt kurz das Hauptmenü hier an. Und dann sehen wir uns in 2-3 Minuten hier wieder für das große Finale des diesjährigen 24 Stunden Geburtstagsstreams. Bis gleich.
So. Auf geht's. Bin sehr gespannt. Ich mache einfach mal ein neues Spiel. Schwierigkeit normal. Das Studio ist natürlich... Das sind natürlich die LPW Studios. Was soll es sonst sein? Startzeit fände ich spannend ganz am Anfang. Ja, wenn mir hier schon ein Startjahrzehnt vorgeschlagen wird. Oh Gott, das wird sehr laut sein. Mystery und Komödie, keine Ahnung. Was ist das für ein Quatsch hier? Themen Vampir und Pirat. Was ist das für ein Quatsch? Nehmen wir das als Startding. Ich weiß auch nicht. Ich weiß das doch auch, ne? Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, von mir aus. Lass mir mal gerne erklären, wie Sachen funktionieren. Aber ich glaube, wir sind vielleicht auch etwas zu laut noch. Willkommen bei Blockbuster Inc. Gehen wir die grundlegenden Bedienelemente durch, die zum Spielen benötigt werden. Klicke unten auf die Taste Weiter. Erstmal mache ich Pause. Um das Tutorial jederzeit zu beenden, drücke Verlassen und wähle Tutorial beenden im Pausenmenü. Move the mouse while holding down the middle mouse button to rotate the view. Ja, ich sehe schon, Deutsch. Definitiv Deutsch. Die Benutzeroberfläche ist deutlich zu laut. Lebenslauf? Was? Bewege die Maus, während du die rechte Maustaste gedrückt hältst, um die Perspektive zu schwenken. Die wichtigsten Informationen sind immer in der Hauptansicht sichtbar. Schauen wir uns einige davon an. In diesem Abschnitt werden Ihre aktuellen Mittel, veröffentlichten Produkte, Studiofans und die Anzahl der Mitarbeiter angezeigt. Diese Zahl zeigt deinen aktuellen Rang unter den anderen Studios an. Die Sterne zeigen das Prestige deines Studios an. Ja, okay. Wir werden alle diese Statistiken in den folgenden Tutorials ausführlich beschreiben. Dieser Abschnitt zeigt das Datum und die Uhrzeit im Spiel an. Beachte, dass ein Tag einem Monat entspricht. Klicke auf diese Taste, um die Spielzeit anzuhalten oder zu pausieren. Du kannst auch die Leertaste benutzen. So, beginnen wir damit in den Baumodus zu gehen. Klicke auf diese Taste oder drücke Tab. So, wähle das Wandrechteck. Klicke mit der linken Maustaste und ziehe den Boden, um einen Raum zu erstellen. Wähle unter Innenräume Türen eine beliebige Tür und füge sie dem Raum hinzu. Verwandeln wir diesen Raum in ein Produktionsbüro. Klicke auf Innenräume, Objekte, Produktionsbüro und füge alle 4 gezeigten Objekte in den Raum hinein.
Produktionsschreibtisch. Hier überwacht der Produzent den Fortschritt des Films. Ähnlich wie bei allen anderen Schreibtischen, nur ausgefallener, weil die Produzenten Geld haben. Gott, die Texturen sind schon sehr... Kleiner Schrank. Für jede Minute, die du mit dem Organisieren verbringst, gewinnst du eine Stunde. Stell dir vor, wie viele Stunden du mit so vielen Schubladen gewinnen kannst. Daneben ein großer Schrank. Der kleine Schrank ist der große Bruder. Stoß dir den Zeh an diesem an. Und ein schwarzes Brett. Jeder wird mit seinen täglichen Aufgaben im Laufen gehalten. Ist Ihnen etwas Interessantes eingefallen? Das ist ein sehr, sehr leerer Raum. Gute Arbeit, lass uns auch ein Schreibbüro herstellen. Mindestens 5 mal 5, okay. Dann eine Tür davor, ja. Autorenschreibtisch. Hier haben die Drehbuchautoren ihre Ideen für den nächsten Film. Oder sie starren die Wand an, wenn sie eine Schreibblockade haben. Ja, die Einrichtung ist die gleiche, ne? Wir brauchen auch einen Wartungsraum, aber wir werden dieses Mal einen vorgefertigten Raum verwenden. Wartung. Ist nicht schick, aber funktional. Deine Techniker brauchen ihren eigenen Platz, um dein Studio in Ordnung zu halten. Super, lass uns auch eine Kantine hinzufügen. Was ist das für ein Geruch? Oh, leckeres Essen, das serviert wird, damit alle glücklich sind und Energie für ihre täglichen Aufgaben haben. Bestimmte Raumtypen, wie zum Beispiel die Lounge, sind derzeit gesperrt. Du kannst sie durch Recherche aufschließen, siehe das entsprechende Tutorial. Ein weiteres nützliches Werkzeug ist das Klonwerkzeug. Wähle es aus, um es auszuprobieren. Jetzt sollen wir diesen Raum in eine Toilette verwandeln. Wähle das Werkzeug Keule. Klicke auf alle Objekte, um sie zu löschen, aber nicht auf Wände oder Türen. Ach so, das hier soll eine Toilette werden. Das müssen Sie mir auch sagen. Woher soll ich das denn wissen? Perfekt! Genau so habe ich mir die Toilette in meinem Studio vorgestellt.
Wähle ein beliebiges Set und platziere es in deinem Studio. Ich bin nicht so ganz überzeugt von den Tutorials bisher. Zeit, einige Mitarbeiter einzustellen. Klicke auf Einstellen. Ich weiß, ich glaube, ich hätte das lieber in so einem... Ja, im Rahmen von so einer Kampagne halt so nach und nach aufgebaut und erlernt, statt dass das alles so einzelne Segmente sind. Ich weiß nicht. Hier kannst du verschiedene Arten von Mitarbeitern einstellen. Du kannst weitere Typen freischalten, indem du eine Recherche durchführst. Siehe entsprechendes Tutorial. Beginne damit, einen Schauspieler einzustellen. Ein interessantes Auto. Das Fenster auf der linken Seite zeigt Informationen über deinen neuen Mitarbeiter an. Werfen wir einen kurzen Blick darauf. Im oberen Teil werden Name, Ruhmesstufe und eine Vorschau des Mitarbeiters angezeigt. Im mittleren Teil werden Glücksgrad, Fähigkeiten, Eigenschaften und Gehalt angezeigt. Wenn die Zufriedenheit eines Mitarbeiters niedrig ist, fahre mit der Maus über die Glücksleiste, um die Gründe dafür zu sehen. Der untere Teil enthält Registerkarten für frühere Erfahrungen, Beziehungen und Bedürfnisse. Klicke auf die Registerkarte Bedürfnisse. Hier kannst du die Bedürfnisstufen der Mitarbeiter sehen. Niedrige Bedürfnisse verschlechtern die Leistung und Zufriedenheit deiner Mitarbeiter. Quasi wie die Sims. Stellen wir weiter, Mitarbeiter einstelle jetzt einen Produzenten ein. Produzenten müssen einem Produktionsbüro zugewiesen werden, um arbeiten zu können. Wenn du bei der Einstellung bereits ein solches Büro eingerichtet hast, werden sie diesem automatisch zugewiesen. Überprüfen wir, ob der neue Produzent zugewiesen wurde. Klicke auf das Produktionsbüro. In der Info Mitarbeiterplätze solltest du den neuen Produzenten sehen. Im Baumodus kannst du die zugewiesenen Mitarbeiter ändern. So, ein Autor fürs Autorenbüro und ein Regisseur. Regisseure werden keinem Büro zugewiesen, aber sie werden ans Set gerufen, wenn die Dreharbeiten beginnen. Stelle eine Crew-Person ein. Sie sind für die Kameraführung und andere Aufgaben während der Dreharbeiten zuständig. Stellen Sie einen Wartungsarbeiter ein. Sie sind dafür zuständig, die Einrichtungen in Betrieb zu halten. Stelle Personal für die Kantine ein. Kantinen und Lounges brauchen einen Mitarbeiter, damit sie funktionieren. Und das ist genug für den Moment. Ja, tut mir leid, Liana Lee, du darfst leider nicht mehr mitspielen. Mitarbeiter verwalten. In diesem Fenster kannst du die Mitarbeiter sehen, die derzeit für dich arbeiten. Du kannst auch filtern. In diesem Abschnitt werden der Name, das Alter, das Glück und das Gehalt eines jeden Mitarbeiters angezeigt. Dieser Abschnitt enthält verfügbare Aktionen für diesen Mitarbeiter, wie Entlassung des Mitarbeiters oder Gehaltsverhandlung. Dieses Bild zeigt ein Foto und ein Typensymbol des Mitarbeiters. Du kannst mit der Maus über das Symbol fahren, um den Namen des Typs zu sehen. Klicke auf das Foto, um diesen Mitarbeiter schnell auszuwählen. Du kannst einen Mitarbeiter auch auswählen, indem du ihn direkt anklickst, aber mit dieser Methode kannst du auch abwesende Mitarbeiter auswählen. Wenn dieser Mitarbeiter derzeit weg vom Studio ist, wird ein Autosymbol über dem Foto angezeigt. Befindet sich der Mitarbeiter im Training, wird ein Universitätshut-Symbol über dem Foto angezeigt.
Wow, das war... Das Tutorial eben gerade war bei weitem nicht so aufschlussreich, wie die es vielleicht meinten. Die sind ja zum Beispiel auf die verschiedenen Typen von Mitarbeitern gar nicht eingegangen. Die haben einmal aufgezählt, es gibt das und das. Und das war's. So wirklich drauf eingegangen, was diese Typen jetzt voneinander unterscheiden und was man jetzt mit den einzelnen Typen macht und wofür die eigentlich da sind, haben die nicht. Also, sehr durchwachsen. Bisher, das Tutorial. Das heißt nicht, dass das Spiel selber durchwachsen ist. Das Tutorial finde ich derzeit ein kleines bisschen durchwachsen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wir müssen unseren Tagesplan einrichten. Klicke auf die Taste Zeitplan. In diesem Fenster kannst du die Aktivitäten pro Stunde des Tages festlegen. Du kannst auch die Qualität des Essens in der Kantine auswählen. Eine höhere Qualität des Essens kann durch Recherche freigeschaltet werden. Lass uns die Arbeitszeiten zuweisen. Klicke auf die Taste Arbeit. Mitarbeiter konzentrieren sich auf die Arbeit, wenn sie welche haben. Sie können trotzdem auf die Toilette gehen oder aus anderen wichtigen Gründen anhalten. Klicke auf mindestens 8 Stunden, um sie in Arbeitsplätze zu verwandeln. Du kannst klicken und ziehen, um schnell einen Bereich festzulegen. Während der Arbeitszeit finden alle Dreharbeiten und Produktionen statt. Aber zu viele Arbeitsstunden führen dazu, dass deine Beschäftigten erschöpft und unglücklich sind. Legen wir die Urlaubszeiten fest. Während dieser Zeit kehren deine Mitarbeiter nach Hause zurück und füllen ihren gesamten Bedarf wieder auf. Klicke auf die Taste Urlaub. Kann ich alternativ auch auf die Taste Verlassen klicken? Eine Taste Urlaub gibt es nämlich nicht. Klicke auf mindestens 8 Stunden, um sie in Urlaub umzuwandeln. Lege lieber einen kontinuierlichen Bereich fest, um nicht so viel Zeit beim Pendeln zu verlieren. Wenn du eine Kantine mit Personal hast, werden deine Mitarbeiter sie während der Essenszeiten besuchen, um ihren Hunger zu stillen, ohne nach Hause zu gehen. Klicke auf die Taste Essen und lege mindestens 1 Stunde Essenszeit fest. Oft ist es gut, wenn du sie zwischen den Arbeitsstunden einlegst, als Mittagspause. Wenn du eine Lounge mit Personal hast, werden deine Mitarbeiter sie während der Freizeit besuchen. Während dieser Zeit können deine Mitarbeiter dort abhängen und ihre sozialen Bedürfnisse befriedigen. Die Mitarbeiter werden sich auch unabhängig vom Zeitplan zufällig miteinander unterhalten, wodurch ihr soziales Bedürfnis etwas gestärkt wird. Normalerweise erhöht sich dadurch auch ihr Beziehungsniveau, aber nicht immer. Manche Menschen kommen einfach nicht miteinander aus. Oh ja. Lass uns in die Grundlagen der Produkterstellung eintauchen. Klicke auf die Taste Produktherstellung. Hier müssen wir alle Produktdetails einrichten. Als erstes musst du den Namen festlegen oder du kannst dir einen zufälligen Namen aussuchen lassen. The Titan of the Coffin. Ja, passt schon. Danach hast du verschiedene Untermenüs mit Optionen. Zunächst wird das Menü Skript Schreiben ausgewählt. Klicke auf den Produkttyp und platziere ihn auf dem Film. Wähle für die Produktgröße die Option Niedrig. Das wirkt sich auf die Produktionskosten und den erwarteten Hype und Gewinn aus. Wählen Sie ein Genre. Das ausgewählte Genre wirkt sich auf die Altersgruppen des Publikums und die idealen Werte des Genres Schieberegers aus. Okay. Bis jetzt habe ich nichts gemacht, sodass ich ein Tutorial gebraucht hätte. Weil das Tutorial mir eh nichts erklärt.
Es zeigt nur hier, klicke nacheinander auf die Knöpfe, auf denen steht, dass man da draufklicken muss. Mehr mache ich hier gerade nicht. Du solltest auch die verschiedenen Genre-Schieberegler so anpassen, dass sie zum gewählten Genre passen, aber lassen wir sie erst einmal so, wie sie sind. Du solltest jetzt ein grünes Häkchen bei der Schaltfläche Skript schreiben sehen. Das bedeutet, dass die erforderlichen Details ausgefüllt wurden. Alle Untermenüs müssen angekreuzt werden, um das Produkt zu kreieren. Bestimme den Schauspieler, der in dem Produkt die Hauptrolle spielen wird. Klicke auf die Taste Szenen und Sets. Hier kannst du die Szenen und die Sets, auf denen sie gedreht werden, planen. Wir werden nur eine Szene für dieses Produkt haben. Klicke auf Set wählen und wähle dein Set aus. Hinweis: Vermeide es, das gleiche Set oft zu verwenden. Das mindert seine Neuartigkeit. Du kannst die Startkosten und den erwarteten Hype für dieses Produkt in diesem Abschnitt hier sehen. Klicke auf die Taste Produkt erschaffen, um das Produkt fertigzustellen. Wenn es Probleme gibt, siehst du eine entsprechende Warnung neben dieser Taste. Deine Mitarbeiter werden bald eintreffen. Du kannst die Zeit bis dahin beschleunigen. Jetzt geht's an die Arbeit. Ihr Produzent und der Drehbuchautor sollten sich jetzt um ihre Büros begeben und mit der Arbeit am Drehbuch beginnen. Warte, bis sie fertig sind. Auf zu den Dreharbeiten. Dein Regisseur, deine Schauspieler und die Crew sollten sich den Drehort begeben und die benötigten Szenen drehen. Warte, bis sie fertig sind. Ja, das ist ein Solo-Projekt. Das macht nur ein einziger Schauspieler ganz alleine. Aha. Du hast jetzt das Minimum an Szenenaufnahmen. Schauen wir uns an, wie wir abgeschnitten haben. Klicke auf die Taste Info im Fortschrittselement. Hier siehst du die Gesamtzahl der benötigten Szenen und die Gesamtbewertung, also die Qualität der Takes. Du kannst auch spezielle Informationen zu jeder Szene sehen, indem du auf die entsprechende Taste klickst. Für die ausgewählte Szene kannst du das aktuelle Rating sehen. Die ersten Aufnahmen sind in der Regel nicht die besten, daher ist es ratsam, mehrere Aufnahmen zu machen. Und dann warte, bis die neue Aufnahme abgeschlossen ist. Du kannst die Zeit bis dahin beschleunigen. Auf wen warten wir denn jetzt? Bestimmt auf den Schauspieler, ne? Wenn die Bewertung des letzten Drehs besser war, wird dies in der Bewertung der Szene berücksichtigt. Wenn nicht, bleibt die Bewertung der Szene gleich. Der Film ist bereit, veröffentlicht zu werden. Na, es ist nicht unbedingt ein Film, den ich mir angucken würde, bin ich ganz ehrlich mit euch. Dein neuer Film wird morgen veröffentlicht. Lass uns abwarten, wie es läuft. Du kannst die Zeit bis dahin... Ja. Wenn du willst, dass eine gute Idee scheitert, stell einfach Constance Donaldson ein. Sie verwandelt jeden Edelstein in reine Kohle. Die ganze Stadt war in Aufruhr, als The Titan of the Coffin angekündigt wurde. Und wofür? 2 Stunden, die du nicht zurückbekommst. Gut für laue Sommernächte, wenn buchstäblich nichts anderes los ist. Well, that's good enough for me. Der Film ist in die Kinos gekommen und die ersten Kritiken sind gerade eingetroffen.
Sie sind in der Regel hart zu kleinen Studios und Filmen, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Mit genügend Arbeit wird sich dein Studio an die Spitze setzen. Du kannst dir eine detailliertere Analyse der Punktzahl deines Produktes ansehen. Klicke auf Punktaufschlüsselung anzeigen. Das linke Fenster enthält eine Aufschlüsselung der Faktoren, die das Ergebnis bestimmt haben. Du kannst jede Szene in Produktszenen anklicken, um ihren eigenen Einfluss auf das Ergebnis zu sehen. Technisch war halt Mist. Im rechten Fenster werden die verschiedenen Kosten und sonstigen Ergebnisse der Produktfreigabe aufgeführt, wie zum Beispiel die Veränderungen in Bezug auf Ruhm und Zufriedenheit der beteiligten Mitarbeiter. Okay. Die Mitarbeiter sind nicht so zufrieden. Schockierend bei dem Ergebnis. Und trotzdem gab es 4.500 Idioten auf der Welt, die sich die Scheiße angucken. Das ist ja schlimmer als... Interessant. Wirklich interessant. Die ganze Zeit hatten wir gar keine Probleme. Und jetzt haben wir tatsächlich innerhalb von was? 2-3 Stunden jetzt schon das 3. Mal, dass das Ding komplett aussetzt? Spannend. Frage, die sich mir stellt, ist natürlich wieder, woran liegt's? Hast du wieder Kabel kaut? Das Balkendiagramm zeigt die Einnahmen des Produktes pro Monat. Die untere Zeile zeigt die Gesamtgewinne. Dieses Blatt hier zeigt verschiedene Informationen zu deinem Produkt an. Du kannst diese Tasten auch verwenden, um dir das Produkt anzusehen oder die Bewertungen und die Punkteverteilung einzusehen. Ich bin von diesem Tutorial alles andere als überzeugt. Ich bleibe dabei. Wenn du ein Produkt erschaffst, kannst du jede Szene nach deinen Wünschen anpassen. Lass uns das ausprobieren. Hier kannst du eine Vorschau der Szene sehen. Du kannst in der Ansicht genauso navigieren wie in der normalen Spieleransicht. Alter, wenn es genauso ist wie in der normalen Spieleransicht, warum muss ich dann nochmal üben, wie ich die Kamera bewege? Das ist doch Blödsinn. Dieser Bereich zeigt die Schauspieler des Produktes, die sich gerade in der Szene befinden. Klicke auf das Foto eines Schauspielers, um aus der Szene zu entfernen. In diesem Abschnitt werden die verfügbaren Akteure angezeigt, die sich nicht in der Szene befinden. Klicke auf den Akteur, den du entfernt hast, um ihn wieder hinzuzufügen. Die wird sich auch denken, Alter, was ist das für ein Affe, der mich hier die ganze Zeit hin und her schiebt? Ne, Harvey? Hier kannst du die verfügbaren Animationen sehen.
Wenn du dich auf dieser Seite befindest, bla 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 bla. Schlimm ist, dass das Tutorial mir halt Sachen beibringt, die überhaupt keine Erklärung bedurften. Und die eigentliche Aufgabe eines Tutorials, und zwar erklären, was gemacht wird und was das für Auswirkungen hat, einfach nicht macht. Und dann sich einfach nur dahinstellt und sagt, hier guck mal, da sind 5 Knöpfe, die man drücken kann. Drücke nacheinander alle 5 Knöpfe. Herzlichen Glückwunsch, du hast nacheinander alle 5 Knöpfe gedrückt. Dieses Tutorial ist beendet. Stunts und Ärzte heißt, dass mindestens noch 2 Tutorials kommen, weil die uns diese Recherche auch noch erklären wollen. Gut. Kurz durchatmen, weitermachen. Je nachdem, für welche Art von Produkten du dich entscheidest, musst du oft zusätzlich zu den normalen Szenen auch Stunt-Szenen drehen. Heuere einen Stuntman an. Beachte, dass du normalerweise erst Stuntman und die Stuntanlage in der Recherche freischalten musst. Stelle auch einen Doktor ein. Sie werden dir später nützlich sein. Auch hier gilt, normalerweise musst du die Arztpraxis in der Recherche freischalten. Also wenn ich das erst freischalten und erforschen muss, warum wird es mir im Tutorial dann schon alles erklärt? So funktioniert Spieldesign normalerweise nicht. Ich drücke da jedes Mal wieder drauf, ne? Bei Stunt-Szenen kannst du auswählen, welche Art von Stunt du ausführen willst. Klicke auf Stunt. Jeder Stunt hat eine bestimmte Anzahl beteiligter Personen und eine bestimmte Verletzungswahrscheinlichkeit. Bleiben wir vorerst bei der Standardauswahl, aber nach diesem Tutorial kannst du jeden Stunt wählen. Hier kannst du auswählen, welcher der Schauspieler des Produktes an dem Stunt teilnehmen soll. Du kannst auch jeden deiner Stuntmen auswählen. Wenn du deine Schauspieler einsetzt, besteht die Gefahr, dass sie sich verletzen und sich die Dreharbeiten verzögern. Also lass uns stattdessen unseren Stuntman einsetzen. Also bis jetzt ist bei dieser Stuntman-Geschichte noch nichts passiert, was dieses extra Tutorial gerechtfertigt hat, weil bis jetzt ist es komplett dreh die Szene. Die Stunt-Szene wurde gefilmt, aber der Stuntman wurde dabei verletzt. Winston Herrera hat sich eine Verletzung zugezogen und da blendet es ja schon wieder aus. Na, aber ich muss es ja auch nicht lesen. Das ist ja total utopisch, dass ich solche Benachrichtigungen vernünftig lesen kann. Die Stunt-Szene wurde gefilmt. Jetzt ist in der Arztpraxis gehen, sich zu erholen. Können sie aber auch zu Hause. Das Tutorial war völlig nutzlos. Da waren keine wirklichen neuen Infos drin. Da hält jemand seine Spielerschaft für absolute Vollidioten. Und das gefällt mir gerade überhaupt nicht.
Ich will endlich das Spiel spielen. Die Qualität deiner Produktszenen kann deutlich verbessert werden, wenn du in die richtige Set-Ausrüstung investierst. Sehen wir uns an, wie das geht. Abgesehen von der Grundausstattung müssen alle anderen Ausrüstungsgegenstände in der Recherche freigeschaltet werden, bevor du sie benutzen kannst. Mach weiter und regle das erste Kamera-Upgrade. Kannst auch alle anderen Optionen freischalten, wenn du willst. Ja, nö, wozu? Schauen wir uns an, wie wir das geschaltete Upgrade nutzen können. Klick auf Baumodus. Klick auf ein bestehendes Filmset. In diesem Fenster kannst du die Größe und das Thema des Sets sehen. Die Szenen deines Produktes enthalten einen Qualitätsbonus, wenn das Thema des Produktes dasselbe ist wie das Thema des Filmsets. Du kannst auch das Prestige und die Neuheit des Sets sehen. Die Neuheit des Sets wirkt sich auf die Qualität der Szenen aus, die du mit dem Set drehst. Der Neuheitsgrad sinkt, wenn du Produkte veröffentlichst, die mit diesem Set gefilmt wurden. Und das stellt sich mit der Zeit wieder her, also versuche die gleichen Sets nicht zu oft zu verwenden. Der untere Bereich zeigt die Ausrüstung, die in diesem Set installiert ist. Klicke auf den Kameraslot und rüste auf eine bessere Kamera auf. Ist das denn eine bessere Kamera? Das Hinzufügen oder Verbessern von Ausrüstung ist mit Kosten verbunden, während das Entfernen oder Verringern von Ausrüstung eine Rückerstattung nach sich zieht. Beachte auch, dass du die Ausrüstung eines Sets nicht ändern kannst, während dort gedreht wird. Ja, das ist klar. Das Aufrüsten der Set-Ausrüstung steigert die Qualität der gefilmten Szenen und bestimmte Ausrüstungstypen bieten auch andere Boni. Kameras sorgen zum Beispiel für bessere Bilder und Feuer, Nebel, Regenmaschinen schalten die entsprechenden Optionen im Direktszene frei. Aber keine Erklärung, wie ich diese Forschungspunkte bekomme oder irgend sowas in der Art, ne? Weil das muss ich nicht wissen. Hauptsache ich weiß, dass ich da auf ein Ding klicken kann, was ganz offensichtlich zum Klicken ist. Ein Schauspieler der Berühmtheitsstufe 1 ist gerade zu deinem Studio gestoßen. Berühmte Schauspieler bringen einen Hype-Schub für deine Produkte, aber sie haben auch höhere Erwartungen an dich. Von berühmten Schauspielern wird erwartet, dass du ihnen eine Unterkunft zur Verfügung stellst. Also lass uns eine Wohnung für diesen Schauspieler mieten. Dies ist die Übersicht über Los Ricos und seine verschiedenen Bezirke. Du kannst mit der Maus über jedes Gebiet fahren, um kurze Informationen darüber zu erhalten. Klicke auf ein Haus in der Grid Row. Es ist der billigste Bezirk in der Stadt und perfekt für Level 1 Ruhmschauspieler. Hier siehst du den Bezirk, die Miete und die erforderliche Ruhmestufe des ausgewählten Immobilien. Klicke auf Star wählen und wähle deinen neu erworbenen Level 1 Ruhmschauspieler. Klicke auf Mieten, um dieses Objekt für diesen Schauspieler zu mieten. Sie werden glücklicher sein, während du ihnen eine Unterkunft zur Verfügung stellst, aber du zahlst regelmäßig Miete, also setze sie gut ein. In diesem Abschnitt werden die derzeitige Wohnung und die Miete des Mitarbeiters angegeben. Wenn die Mitarbeiter an Ruhm gewinnen, benötigen sie eine höherwertige Wohnung, sonst werden sie schnell unzufrieden. Das gleiche gilt für Lebensmittelqualität. Berühmte Angestellte benötigen hochwertigere Lebensmittel, um ihren anspruchsvollen Geschmack zu befriedigen. Ja, ich habe es beim ersten Mal verstanden. Ja, berühmte Leute sind teurer und wollen wichtigere und höherwertigere Gegenstände. Das hast du mir jetzt 3-mal erklärt. Du kannst eine höhere Nahrungsqualität durch Recherche freischalten. Wird in einem späteren Tutorial erklärt. Ja! Also
Dieses Hin und Her und ja, und dann gibt es diese Option und das kannst du auch noch machen. Erkläre ich dir jetzt aber nicht, machen wir nachher. Dann erwähne es doch nicht. Erwähne es doch erst dann, wenn es relevant für das Tutorial wird. Wer hat denn dieses Tutorial designt, sag mal? Die Verwaltung deiner Finanzen ist ein wichtiger Bestandteil, um dein Studio am Laufen zu halten. Ich bin vielleicht auch extrem genervt gerade von der ganzen Geschichte, weil ich schon so sehr müde bin. Aber erstmal ganz ehrlich. Das ist doch keine vernünftige Erklärung, wie das Spiel funktioniert hier. Da erwarte ich vernünftige Erklärungen und nicht, hier ist ein Knopf, den kann man drücken. Das können die sich sparen. Ja, Geld wird zusammengefasst, bla. Kannst du auch auf den vorherigen Monat drücke da um. Ja, ist klar, dafür sind die Pfeile da. So funktionieren Pfeile. In diesem Abschnitt werden die Gesamteinnahmen und Ausgaben pro Monat als Balkendiagramm angezeigt. Ja, es ist doch schon aus... Oh, guck mal. Ja, ist klar. Ich kann es monatlich und jährlich. Steht ja da. Was machst du, wenn das Geld ausgeht? Ja. Wenn einen Betrag von 1000 kann ich nicht mal auswählen. So, vor allem klicke dann auf Darlehen aufnehmen. Wer findet den Fehler zuerst? Schlau. Natürlich, das Tutorial-Fenster einfach über den Knopf draufpacken, den ich jetzt drücken soll. Alter, dieses ganze Tutorial geht mir auf den Sack. Die Darlehensraten werden jeden Monat automatisch gezahlt, bis das Darlehen abbezahlt ist. Wenn dir in der Zwischenzeit das Geld ausgeht, werden die Zahlungen pausiert, bis du wieder genug Geld hast. Du kannst bis zu 3 aktive Darlehen gleichzeitig haben. Das Kreditlimit zeigt den aktuellen Betrag deiner Darlehen und den maximalen Betrag, den du bekommen kannst. Ich finde es schön, dass sie mir, ja, wenn du Scheiße baust und nichts hinkriegst und kein Geld mehr hast, kannst du dir Geld leihen. Das zeigen sie mir, bevor sie mir solche Sachen erklären wie Recherche und sowas. Weil sie von Anfang an davon ausgehen, dass wir es nicht schaffen. Oh, endlich. Ich hätte einfach drauf losspielen sollen. Mit Recherche schalten wir Upgrades frei, ja. Abgesehen davon, wir haben diesen Bildschirm schon benutzt, wir haben schon eine Recherche freigeschaltet. Wieso konnte man uns das in dem Rahmen nicht erklären? Wieso musste ich jetzt 4 Tutorials weiterspielen, nur damit sie mir den gleichen Bildschirm nochmal zeigen? Muss das sein? So, wir haben bereits ein Recherchebüro. Wir brauchen auch Rechercheure. Schauen wir mal, wie die Fähigkeiten des Schauspielers verbessern können. Stelle einen Lehrer ein. Wollten die mir nicht erklären, wie Recherche funktioniert? Warum haben wir jetzt für das Recherchebüro einen Rechercheur eingestellt? Nur um dann das Thema zu wechseln und jetzt zu zeigen, wie ein Lehrer Schauspielern was beibringen kann. Großartig. Während dieser Zeit geht der Rechercheur ins Büro und arbeitet an der Erstellung der RP.
Das braucht Zeit, daher solltest du überlegen, ob du nicht mehrere Rechercheure einstellst, die parallel arbeiten. Weil ich gerade die Rede von Lehrern... Warum springen die denn ständig hin und her hier? Für das Tutorial haben wir sofort einige RP erhalten. Klicken Sie auf einen beliebigen Forschungsplatz und nehmen Sie RP aus, um ihn freizuschalten. Ich habe 100. Wir haben hier 200, 400 oder 400. (400, 400, 400, 400, 300... Aber ich kann auf einen beliebigen klicken, um ihn freizuschalten. Nur, dass ich halt nicht genug Punkte habe, um irgendwas freizuschalten. Zumindest nicht hier, wo es mir gezeigt hat. So einfach ist das. Ja, das ist genau das, was wir vor 4 Tutorials schon mal gemacht haben. Die Stars Details halt nicht mehr anzeigen lassen. Das war mit das Erste, was wir gemacht haben. Alter. In diesem Fenster werden Filme von dir oder anderen Studios aufgelistet. Sobald du das Jahr erreichst, in dem TV-Shows ins Spiel kommen, kannst du sie ebenfalls sehen, ja. Da gibt es auch keinen Grund, warum die uns das jetzt 3-mal zeigen. Ja, es gibt Charts, du kannst dir quasi die besten Dings in verschiedenen Kategorien anzeigen lassen. Zur Kenntnis genommen. Warum zeigen die mir jetzt jedes Ding einzeln? Die sind doch im Prinzip alle gleich aufgebaut. Preise, gut. Ich werde also Preise verliehen. Ich habe jetzt die Schnauze voll von dem Tutorial. Ich spiele jetzt einfach. Ist mir egal. Ist mir egal. Raumpflege. Weißt du, Raumpflege ist, würde ich behaupten, 1000-mal wichtiger als die Hälfte von dem anderen Scheiß, den die uns da... Und das kommt irgendwo ganz am Anfang, wenn du schon überhaupt keinen... ganz am Ende, wenn du überhaupt keinen Bock mehr hast schon. Ist... Oh. Boah, ey. Kein guter Start für das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel muss jetzt einiges leisten, um den ganzen... um das ganze Wohlwollen wieder zurückzugewinnen, was es durch dieses Tutorial eingeboost hat. So. Wir brauchen natürlich ein Produktionsbüro.
Im Büro, in dem eine Produktion beginnt, wird der Produzent die Saat für den Erfolg legen. Und das Autorenbüro packe ich direkt daneben. Da ist die Kantine erstmal hin. Daneben sind die Toiletten. Die Wartung. So. So, jetzt würde mich mal interessieren. Wir wollen ja hier ins Studio, ne? So, und da, hier haben wir quasi noch so einen leeren Raum. Der bleibt erstmal leer, das wird auch im Zweifelsfall nochmal ein Drehbuch-Ding oder sowas dann. Zurzeit ein unbenutzter Raum, sage ich mal. So, hier können wir dann die ersten Sets aufbauen. Dann haben wir erstmal hier relativ kompakt unsere wichtigsten Studioräume erstmal. Und das Ganze hat uns gerade mal 12.500 gekostet. Das läuft doch ganz gut. So. Wir brauchen einen Produzenten. Langsamer Lerner. Das ist ein super Start. Aber er arbeitet logisch. Ja. Leopoldo McConnell, 39 Jahre alt.
So, dann brauchen wir natürlich einen Autor. Das ist Jemina Malone. Die sind tatsächlich schon zugewiesen. So, dann nächster. Ein Wartungsmitarbeiter. Winfred Jackson. Kann ich es mir erlauben, einen Rechercheur damit reinzunehmen? Oder wird mir das zu teuer? Einen Regisseur brauchen wir auf jeden Fall. Bernardo Vasquez. Wir brauchen Miguel Malone als Crewmitglied. Cantina ist ja nicht extra, ne? Das sind einfach ganz normal die Mitarbeiter. Okay. Jetzt habe ich natürlich noch keine Schauspieler. Wir haben hier auch nur einen, nämlich Trey DeLeon. Der hat Charisma und der ist sportlich. Eine richtige Sportskanone. Wir nehmen den Rechercheur auch mit. Dann brauchen wir natürlich den Zeitplan. Ja, das Fenster dazu machen. Genau. So. Okay, wir brauchen einen Zeitplan jetzt erstmal. Ich will ja mal nicht so sein. Ich kann zweimal am Tag essen. Guckt euch das an. So. So, dann machen wir mal einen Film. Niedriger Qualität. Entweder eine Komödie oder ein Mystery. Dann machen wir eine Komödie. Der ist ja sehr charismatisch, der Kerl, ne? So, wir haben ja jeweils nur einen, ist klar, wer es macht. Konflikt, Blut, nehmen wir mal mehr oder weniger ganz raus. The Chuckle of the Minstrel, das ist doch ein schöner Name. Wir sind 1, 2 und 3. Brauchen wir Sets. Gut.
Was denn jetzt? Da. Achso, da, Schauspieler. Supporting Actors, None. Natürlich. Wie denn auch? So. Set ist und bleibt natürlich bei jeder Szene das gleiche. Ist ein Kammerspiel mit einem Schauspieler. Was soll ich sagen? Natürlich kommt da nicht viel bei rum. Das müssen wir abwarten. Wobei meine Frage auch schon mal wäre, was bedeutet bei denen denn eigentlich nächsten Tag? Bedeutet schon, dass heute gar nichts passiert, ne? Das wirkte gerade, als ob es ganz schön in meine Finanzen gerissen hätte. Die machen gleich schon Pause. Guckt euch das mal an da. Oh Gott, ey. Das Schlimme ist, dafür bezahle ich diese Typen auch noch, ne? Dass die da so ein bisschen vor sich rumkrebsen. Bin gleich pleite. Ich muss einiges an Geld mit diesem Film verdienen. Das wird was werden. So, und weiter geht's. Ich finde es krass, dass sie erst zu spät kommen.
Mittelalterliche Komödie. Wird das überhaupt funktionieren? So. Ich kann es mir nicht leisten, die Dreharbeiten noch länger durchzuziehen hier. Ich muss es direkt veröffentlichen. Wir müssen eigentlich direkt in die nächste Produktion gehen. Damit ich mir das überhaupt irgendwie leisten kann hier. Nur dass heute sowieso keiner mehr arbeitet. Eine Piratenkomödie war das eben. Kein Horrorfilm. Auch wenn Trey DeLeon eine so passende Rolle bekommt, die meisterhaft umgesetzt wird, kann The Chuckle of the Minstrel das Publikum nicht begeistern. Völlig langweilig und vorhersehbar. Ja gut, mit nur einem Raum und einem Schauspieler ist das auch schwierig. Ja, dazu brauche ich erstmal die Finanzen, um das Genre zu erforschen. Ich habe nur Komödie und Mystery und ich habe als Genres oder als Settings nur Mittelalter und Pirat. Was anderes habe ich nicht. Das ist ja, das war ja schon mit das erste, wo ich so gesagt habe, was ist denn das hier? Die ganze Stadt war in Aufruhr, als The Chuckle of the Minstrel angekündigt wurde. Und wofür? 2 Stunden, die du nicht zurückbekommst. Ein guter Regisseur wie Bernardo Vázquez kann ein schlechtes Drehbuch, das von schrecklichen Schauspielern gespielt wird, und noch schlechtere Themen nicht retten. Er hat es versucht, aber es war einfach nicht genug. Zeigt mir die Aufschlüsselung. Du sollst ja 3 Szenen gedreht haben da. Gesamtproduktionskosten 70.000. Das spielen wir nicht mal ansatzweise wieder rein. Da brauche ich mir nichts vormachen. Ja, Ticketverkauf 4,4. 2000 Einnahmen. Nicht Produktherstellung, Baumenü. Set. Ich brauche noch das Mittelalter-Set hier. Natürlich ist das zu groß. Oh, dass ich nicht drehen kann, ohne das... Das sind so Nervfaktoren hier. Die so nicht unbedingt sein müssten. So, wir haben Mittelalter und wir haben ein Piratenset. Horror gibt es erst in 20 Jahren. Das ist ja super.
Also ein Film. So, Mystery braucht natürlich Spannung. Story, Dialoge. Braucht nicht so viel Blut und Intimität brauchen wir eigentlich gar nicht. Was denn für ein Konflikt mit einem... Ich sehe da keinen Konflikt mit nur einem Schauspieler. Wie viele Szenen soll das haben, bitte? 6? Wie lange soll ich da noch drehen? The Insidious Thriller ist natürlich. The Insidious Minstrel, jawohl, das ist die Fortsetzung von unserem. Wie hieß das andere? Irgendwas auf The Minstrel? Passt. Oh Mann. Oh Mann, was für ein absoluter Quatsch hier passiert. Acht Fans haben wir. Ne, 8 Mitarbeiter, 0 Fans. The Chuckle of the Minstrel. Interessiert halt niemanden. So. Die ersten Szenen der Fortsetzung werden gedreht. Und die Mystery bei dem Ganzen ist, wieso der mittelalterliche Mystery zwischendurch auf einem Piratenschiff spielt. Das ist nämlich der große Twist. Gott, ich werde mich so in die Schulden stürzen. Wir haben mit dem Scheiß wirklich nochmal was verkauft. Das haben sich nochmal welche angeguckt, aber es wird nicht mal ansatzweise. Also wir haben 32.000 gemacht mit dem Film bisher und 70.000 hat er uns in der Produktion gekostet. Ja, was erwartest du denn von der billigsten aller billigen Produktionen ohne irgendwelche Spezialeffekte in den 20er Jahren mit einem einzigen Schauspieler, für den sich niemand interessiert und der nicht mal richtig schauspielern kann? Weil mehr können wir uns gerade nicht leisten. Da wird nicht viel mehr rumkommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Deine Erwartungen sind extrem hoch für das, womit wir hier gerade arbeiten. Wir haben immer noch nicht einen einzigen Fan. Eieiei. Bis jetzt hat es so ein bisschen was von einem schlechteren Game Dev Tycoon. Die können dann auch gleich nochmal drehen. Ich klammere mich verzweifelt daran, dass wir wenigstens über die 45 kommen. 46. Ja, immerhin. Immerhin. Vielleicht können wir uns für die nächste Produktion ja tatsächlich sogar einen zweiten Schauspieler leisten. Das wäre ja enorm. Na, 51. Überraschend hoch. Wir können es uns nicht leisten, die Produktion noch weiter herauszuzögern. Wir machen mega Verluste. Aber wir haben jetzt 100 Fans. Immerhin. 100 Fans, die The Chuckle of the Minstrel aus irgendwelchen mir völlig unerfindlichen Gründen ganz gut fanden und sich jetzt wahrscheinlich auf die Fortsetzung The Insidious Minstrel freuen. Die allerdings keine mittelalterliche Komödie, sondern ein mittelalterlicher Mystery-Film wird. Das Besondere an der Komödie war, dass dieses mittelalterliche Setting komplett auf einem Piratenschiff stattgefunden hat, weil derjenige, der den Film in Auftrag gegeben hat, nicht mehr daran gedacht hat, dass er mittelalterlich statt Pirat als Setting ausgewählt hatte. Trey DeLeon kommt mit einem Umschlag in der Hand herein. Das Logo von Mastermind Studios ist in der oberen linken Ecke zu sehen. Das kann nur eines bedeuten. Sie haben mir ein Angebot gemacht, nachdem Sie mich in The Chuckle of the Minstrel gesehen haben, sagt Trey. Ich fürchte, ich muss Ihr Angebot annehmen, es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, Ihre Gage zu erreichen. Das ist ein großes Studio. Ich denke, es wird gut für deine Karriere sein. Jetzt wechseln wir hier mitten. Dieser Idiot, ey.
Der kommt jetzt zu genau dem gleichen Gehalt wieder, zu dem er uns gerade verlassen hat, weil er nämlich wieder auf dem freien Markt war. Nur, dass sich die Produktion jetzt um einen Monat verzögert und uns die ganze Scheiße damit nochmal um die $15.000 mehr kostet, weil dieser Idiot Machtspielchen gespielt hat. Ganz, ganz große Klasse. So, Trade Leon wird ersetzt durch Trade Leon. Schau mal einer, guck. Ja, die Produktion geht jetzt überhaupt nicht weiter. Weil er diesen Quatsch da abgezogen hat. Ganz toll. Ganz toll, deswegen kann heute keiner weiterarbeiten. Wir haben ja das Geld, das ist ja nicht so. Und auf 40.000 runter. Ich denke, wir machen als nächstes einen Piratenfilm, weil was anderes haben wir ja nicht. So, ich kann es mir nicht leisten, noch länger zu warten hier. Aber eine neue Schauspielerin stellen wir ein. Damit wir schon anfangen können. Das Set werten wir mal auf. Die braucht nicht großartig Hintergrundinformationen. Story, da kommt ein bisschen Konflikt. Blut, nehmen wir mal ganz raus. Intimität. So, die beiden spielen mal die Hauptrolle. Wie viele Szenen haben wir? 3. Wunderbar. Nicht genug Geld, jo.
Ich habe nicht genug Geld, um einen Film zu produzieren. Das ist ein Problem. Warten wir mal ab. Ich bin auf die Kritiken gespannt. Die werden genauso vernichtend sein wie beim ersten Film. Das weiß ich jetzt schon. Bernardo Vasquez ist in Ordnung. Aber er hat bei diesem Film wirklich den Vogel abgeschossen. Es fühlt sich an, als hätte er das Drehbuch nie gelesen. Ein weiteres Stück Kinomüll auf dem Stapel. Es ist selten, dass Stuntschauspieler genauso gut sind wie die Hauptdarsteller selbst. Der Stuntschauspieler war der Hauptdarsteller, danke. Die Körpersprache von Trey DeLeon zeigt, dass ein ausgebildeter Schauspieler am Werk ist. Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder in einem Film zu sehen. Das ist ja sogar positiv, was ist denn da los? Trey DeLeon tut sein Bestes, um das geschmacklose Ergebnis zu verbessern. Aber am Ende ist es zu vertraut und langweilig. Auf jeden Fall ein Reinfall, es sei denn, man hat nichts anderes zu sehen. So, der kostete uns sogar noch mehr. Oh, warte mal. Das sind nicht nur Einnahmen gegen Ausgaben, das ist der Gewinn. Das heißt, wir haben mit diesem ersten Film wirklich $53.000 verdient, also 53.000 plus gemacht. Weil hier sind wir noch im Minus. Und The Bloodthirsty Nocturne ist in Produktion gegangen. Da bauen wir auch die besseren Kameras ein. So, bessere Lichter wären so das nächste, was wir freischalten könnten. Was anderes als viel zu teuer. Die besseren Lichter sind das nächste. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt das erste Mal, wo wir zwei Leute vor der Kamera stehen haben. Und mit unseren besseren Kameras auch. So, macht euch an die Arbeit. Bezahlt euch hier nicht fürs Rumdaddeln. Einige von euch bezahle ich tatsächlich gar nicht. Das kann ich mir nämlich nicht leisten. Aber macht mal hin da. Na, kriegen Sie die Szene vor dem Essen noch fertig? Eine 48.
Okay, und... So, inzwischen sind wir auf 18.000 plus bei The Insidious Minstrel, der übrigens eine bessere Bewertung gekriegt hat als The Chuckle of the Minstrel. Wir haben uns von 42% auf 48% gesteigert. Schauen wir mal, wo wir landen. Ja, das Problem ist, dass wir halt nur diese 2 Sets haben. Wenn wir ein bisschen mehr Einnahmen haben, könnten wir uns nochmal so 1, 2 allgemeine Sets bauen oder sowas. Dass wir dann insgesamt hier so ein bisschen mehr variieren könnten, ne? So, ich beobachte ganz genau, was ihr da macht. Ich sehe eine 59 und ich sage, das versucht ihr dann nochmal. Das nehme ich. Ich setze mir für diese Produktion mal 50 als Szenenziel. Ich denke ja. Ich versuche beides. Passt mal auf, meine Kleinen. Ihr habt da jetzt eine 57 hingelegt, dann versuchen wir die anderen beiden Szenen nochmal. Ja, wir haben aber jetzt auch 2 Schauspieler und wir haben das Set schon abgegradet, ne? Und zumindest der eine hat langsam auch so ein bisschen Erfahrung. Hier der Trey. Ist da immer noch ein Niemand, aber ein Niemand mit Filmerfahrung. Nee, hätten wir vielleicht nicht, weil dann wären wir inzwischen pleite. Da müssen wir ja leider auch ein bisschen drauf achten. Wir haben ja nicht so super viel Geld. Wenn wir kein Geld mehr haben, um einen neuen Film zu produzieren, haben wir verloren. Gerade am Anfang. Einen Monat gebe ich noch. Danach müssen wir den aber auf jeden Fall raushauen. Insidious Minstrel lässt schon extrem nach. Ja, wir machen schon wieder Verluste.
Unsere Einnahmen decken schon wieder nicht mehr unsere Ausgaben. Der Film muss heute fertig werden. Sonst haben wir verloren. Weil wir müssen ja mit den Einnahmen von dem Film, den wir raushauen, mindestens 50.000 zusammenkriegen, damit wir überhaupt einen neuen Film machen können. Klar, wir hätten noch die Chance auf Darlehen, aber das muss eigentlich auch so gehen. Das war schlechter als vorher, aber wir müssen beenden. Kann ich für $800 den Recherchetisch aufwerten hier? Was macht dieser Schiebler? Gar nichts. Mit 2 verschiedenen Kameraeinstellungen das nächste Mal. Wird schon irgendwie gehen. Die diesjährige Verleihung des Filmwood Awards beginnt gleich. Klicke auf das Fame Theater in der Stadtansicht, um an der Verleihung teilzunehmen, oder ignoriere diese Benachrichtigung, um sie zu überspringen und dir die Ergebnisse anzusehen. Oh, es gibt einen Stadtplan. Schauen wir doch mal. Willkommen bei der Preisverleihung. Bist du bereit, die diesjährigen Gewinner zu enthüllen? Für bester Regisseur sind die Nominierten... Keiner von unseren. Spencer Vasquez für The Mythology and the Saga. Bester Produzent ist... Keiner von unseren. Bester Filmschauspieler ist definitiv keiner von unseren. Das ist etwas deprimierend. Der nächste beste Schauspieler, Trey Delson, ist dabei. Aber er hat nicht gewonnen. Aber er war wenigstens nominiert. Unser guter Trey. Bestes Drehbuch sind wir nicht mit dabei. Das überrascht mich jetzt irgendwie gar nicht. Bestes Stunt sind wir auch nicht mit dabei. Bester Film. Hätte mich sehr überrascht, wenn wir damit aufgeführt wären.
Schönstes Studio ist natürlich Artsy Pictures. Na klar, die sind ja auch artsy. Profitabelste Studio sind definitiv nicht wir. Warum genau sind wir überhaupt hingegangen? Wir hatten nie eine Chance, zumindest nicht dieses Jahr. Schon irgendwie deprimierend. So, die können ein bisschen ihre Freundschaft aufbauen da. Der Regisseur sammelt uns noch ein paar Punkte, damit wir dann zu gegebener Zeit im Forschungsding das eine oder andere noch freischalten können. Und wir sind tatsächlich im nächsten Jahr angekommen. Wenn wir mit Bloodthirsty Nocturne ein bisschen mehr Gewinn raushauen können, baue ich vielleicht noch ein neues Set hier. Aber wir müssen erstmal gucken, wie viel wir jetzt da überhaupt kriegen. Trey de Leon hat sich einen Namen für sich selbst gemacht. Aber in letzter Zeit scheint es mit ihm bergab zu gehen. Eine der unbeständigsten Karrieren, die wir in Filmwood erlebt haben. Nach einer sehr langen Einleitung findet The Bloodthirsty Nocturne sein Tempo und liefert. Hier And Action, die sind uns relativ freundlich gesonnen, ne? The Filmwood Reporter nimmt uns jedes Mal auseinander. Wenn du noch nie eines der anderen Werke des Bernardo Vasquez gesehen hast, dann ist The Bloodthirsty Nocturne sehr zu empfehlen. Bernardo Vasquez, ist das der Bruder von dem Vasquez, der den Titel für bester Produzent gekriegt hat? Der hieß doch auch Vasquez, oder nicht? Zielsetzung, verdiene $180.000 mit dem Verkauf von Kinokarten vor 1926. Belohnung plus 50 halb für das nächste Projekt. Aha. Ach, die Studiofans kamen durch die Belohnung, die kamen nicht mal durch den Film. Okay. Supporting actors are optional and won't gain or contribute bonuses for this. Okay. Das ist ja doof. Okay. Schauen wir mal, wie es läuft, ne? Einfach in der Hoffnung, dass es ein wenig mal besser läuft. Noch sind wir hier im Minus.
The Maverick of the Gothic ist natürlich auch ein knallharter Name. Muss man dem Ding ja schon lassen. Es regnet im Januar. Wenn wir Geld gehabt hätten, hätten wir das Drehbuch schon gestern schreiben können, aber leider hatten wir das nicht. Ah, fast. Fast fertig geworden mit der Szene. Ich bin gespannt, welche Bewertung wir einheimsen diesmal. Bedauerlicherweise befinden sich unsere Finanzen irgendwie in einer Abwärtsspirale. Ach, Kinders. Bei so einem langen Film können wir uns das eigentlich gar nicht leisten, was ihr da macht. Komm hier nicht vorwärts. Na, immerhin. Aber die Produktion wird viel zu lange dauern. Wir machen jetzt schon wieder Minus mit unserem Geld hier jeden Tag. Sie brauchen noch fast eine Stunde, bevor sie überhaupt mit dem Drehen anfangen da, ne? Das ist nicht gut. Das geht auch so schnell, bis die Kosten wieder so hoch sind. Aber ich brauche diese ganzen Leute ja auch, ne? Obwohl ich könnte natürlich meinen Produzenten und meinen Drehbuchautoren jedes Mal rausschmeißen, wenn die ihr Drehbuch geschrieben haben, ne? Aber das ist arschig. Jetzt ist es auch egal. Wir werden diesmal ins Minus rutschen.
Komm schon, kriegt die Szene noch fertig, dass ich das heute noch raushauen kann. Das war kurz vor knapp. Ein weiterer Film in der Bernardo Vázquez Liste der unterdurchschnittlichen Versucher, ein gutes Drehbuch zu verfassen. Für das Debüt hat Emilia Reed einen ganz passablen Job gemacht. Für den Blockbuster, den sich The Maverick of the Gothic erhofft hatte, glaube ich nicht. Aber das war doch gar nicht Emilia Reeds Debüt. Das war ihr zweiter Film. Bei The Maverick of the Gothic ist vieles schiefgelaufen, aber wenigstens hat Emilia Reed alle Action-Szenen aufgewertet. Immerhin. Kostet alles so viel, ist halt das Schlimme. Ich kann eigentlich immer nur die gleichen zwei Dinger machen. Ja. Noch ein Mittelalter-Mystery schlägt er mir vor. Das Set haben wir halt schon ein paar Mal gehabt. Ich hau Massenware raus, damit wir überhaupt erstmal ein bisschen Kohle zusammenkriegen hier. Während unser Rechercheur Forschungspunkte sammelt, um vielleicht mal ein neues Genre oder ein neues Setting freizuschalten. Aber so lange machen wir hier more of the same. So langsam müssten die sich ja auch mal in ihren Rollen zurechtfinden, oder?
Ich meine, die arbeiten natürlich auch relativ viel, ne? Wir kriegen sogar Fans diesmal. Der Hype war diesmal aber auch auf 39 und nicht auf, naja, 3. Mir fehlen irgendwie noch so Sachen wie die Möglichkeit, die Werbetrommel so ein bisschen zu rühren für unser Dingens und sowas. Aber ich brauche jetzt in der letzten Stunde auch nichts zu Kompliziertes mehr. Komm schon, kriegt die Szene vor dem Mittagessen noch fertig, damit wir hinterher vielleicht nochmal nachsehen können. Das können wir riskieren. Eine Szene können wir nochmal neu drehen. Das ändert letztendlich nichts an den Produktionskosten. Als ob The Maverick of the Gothic auf Rang 1 ist. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Ba, da, ba, da, 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 da. Okay. Hauen wir raus, nehme ich das Geld. Jetzt heißt es erstmal abwarten. Wohl theoretisch. Upgraden wir erstmal unsere Sets auf das Beste, was wir gerade machen können. Wir machen gleich noch eine Piratenkomödie hinterher mit den gleichen Leuten. Gucken wir mal so. Ja, natürlich wieder unsere beiden hier. Schauen wir mal. Na, kriegt das Drehbuch leider nicht mehr ganz fertig. Ich habe es zu spät gestartet. Okay, hat eine für unsere Verhältnisse
relativ gute Bewertungen gekriegt, aber die Texte sind halt... Auftrag abgeschlossen, goldener Wal. Das ist unser nächster Film, kriegt teil. Wir haben gerade 3 Filme gleichzeitig draußen. Und der 4. ist in Produktion. Zumindest befürchte ich jetzt nicht mehr, dass wir in kürzester Zeit bankrott gehen. Ich werde die Recherchepunkte werde ich jetzt aufheben, bis wir dann ein neues Genre oder ein neues Setting kaufen können. Also bis wir 400 haben. Wir sind ja bei 200 irgendwas gerade. So. Ich erwarte mindestens 55 Punkte, weil das haben die jetzt ein paar Mal geschafft. Alles unter 55 wird neu gedreht. Und wenn wir es uns zeitlich leisten können, wird 55 auch neu gedreht. Aber unter 55 auf jeden Fall. Unser aktueller Qualitätsstandard. Ich will nur überlegen, ob wir vielleicht noch einen neuen Schauspieler dazu holen. Ne, erstmal brauchen wir einen neuen Kameramann noch, ne? Für den nächsten Film. Einen neuen Kameramann und einen neuen Schauspieler nehmen wir fürs nächste Mal mit rein. Weil wir haben da zwar 2 Kameras. Wir könnten eigentlich auch... Warte mal, kann ich... Jetzt kann ich nicht mehr besetzen. Neu hier, ne? Besetzung ändern. Dann brauche ich jetzt auch kein Dings einstellen. Ach ja. Ja, jetzt, wo ich mich nicht mehr mit dem total beschissenen Tutorial von diesem Spiel rumschlagen muss und man sich tatsächlich auch mal mit dem Spiel beschäftigen kann, das Tutorial war absoluter Rotze. Das hätten sie sparen können. So wie sie es gemacht haben, hätten sie sich das sparen können. Das hat mich echt aufgeregt. Nee, ihr seid noch nicht fertig. Im Moment können wir uns das leisten, da nochmal neu zu drehen. Unser Studio hat inzwischen tatsächlich sogar auch schon 238 Fans. Und wir produzieren gerade unseren 6. Film insgesamt.
Mal schauen, ob wir dieses Jahr bei den Awards landen. Ich glaube es ja noch nicht, aber... Die denken sich auch, müssen wir die Szene wirklich nochmal machen? Und ich sag, ja. Und vielleicht müsst ihr sie sogar nochmal machen. Die Zeit haben wir nämlich. Ich möchte heute raushauen, weil die Ticketverkäufe von den Filmen, die im Moment draußen sind, so weit eingebrochen sind, dass wir da diesmal Minus machen würden. Das heißt, wir hauen jetzt den neuen raus, damit unsere Bilanz weiterhin positiv bleibt. Und damit wir dann vielleicht die neuen Leute einstellen können, den Filmcrew technisch und so. Schaffen wir das? Den auch nochmal? Ich riskier's. Gebt euch Mühe! Ihr könnt das! Ich glaub an euch, so ein kleines bisschen. Eine 61. Obwohl ich die Themen und die Symbolik von Bernardo Vázquez liebe, hat es einen nie geschafft, mich zu beeindrucken. The Valor in the Thirst könnte die einzige angenehme Ausnahme von dieser Regel sein. Für das Debüt hat Trey DeLeon einen ganz passablen Job gemacht. Für den Blockbuster, den sich The Valor in the Thirst erhofft hatte, glaube ich nicht. Man kann über The Valor in the Thirst sagen, was man will, aber ich habe mich köstlich amüsiert. So, es ist fast durchgehend eine konstante Steigerung zu erkennen. Wir stellen noch ein Crewmitglied ein. So, ja. Machen wir mal wieder eine Mystery im Mittelalter.
Diesmal mit Extraszene. Schauen wir mal, was da rumkommt. Die Musik ist nicht schlecht. Ich will überlegen, ob wir hier noch einen Rechercheraum draus machen. Brauche ich aber, glaube ich, gar nicht. Ich könnte theoretisch einfach hier noch ein Dings reinstellen. Na, wir warten erstmal ab. Ach ja, ist ja eine Mittelalter-Dings. Wo sind die Schauspieler? Wo sind meine Schauspieler? Ach, natürlich. Klar. Die können ja bedauerlicherweise heute gar nicht mit den Dreharbeiten anfangen, weil der neue Schauspieler ja erst morgen kommt, der ja auch mitspielt. Das heißt, das war quasi ein Leerlauf. Bedauerlicherweise. Bald ist es geschafft, Leute. Bald haben wir die 24 Stunden geschafft. Im Moment geht es mir wieder gut. Zwischendurch, ich sag's wie es ist, zwischendurch bin ich fast eingeschlafen. Bei den ganzen Dialogen von Forgotten City. Nicht, weil die uninteressant waren, sondern weil ich da einfach nur gesessen und zugehört habe, statt selber irgendwas zu machen. Und das kann in so einer Situation halt ganz schnell ganz gefährlich werden. Effie Pacheco ist nicht in der Lage, einen Kantinentisch zu erreichen und Emilia Reed auch nicht. Das fanden die natürlich potenziell nicht so geil, aber naja.
2 Kameramänner. Wieso? Ist hier nur einer im Einsatz. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Haben wir eigentlich die diesjährigen Awards verpasst? Ich habe gar keine Mitteilung gesehen. Waren die nicht im November? Oder sind die im Januar für das Jahr davor quasi? Das würde ja Sinn machen. Da sind sie ja. Der beste Regisseur sind die Nominierten hier. Ich werde euch mal aus, damit ihr das lesen könnt. Bester Produzent. Oh, Leopoldo McConnell mit Valor in the Thirst ist nominiert. Hat aber nicht gewonnen. Emilia Reed ist auch nominiert. Guckt mal. Aber sie wird nicht gewinnen. Natürlich nicht. Trey DeLeon. Komm schon. Er hat es wirklich geschafft. Er hat es wirklich geschafft. Unser Trey hat es geschafft. Oh, wir sind für bestes Drehbuch nominiert? Dann sind die anderen Studios aber auch nicht so geil, oder? Wir sind als profitablestes Studio nominiert? Wie haben wir denn das gemacht? Dass der Trade es geschafft hat. Da hat, glaube ich, keiner von uns mitgerechnet. Jetzt mal ganz ehrlich, hat da einer mitgerechnet, dass er da irgendeinen Preis gewinnt? Ich auf jeden Fall nicht. Jetzt haben wir deutlich mehr Fans, also potenziell deutlich mehr Einnahmen und mehr Hype für das nächste Projekt. So. Der Benchmark liegt auch dieses Mal wieder bei 55, habe ich entschieden.
Wenn ich einen zweiten Regisseur einstellen würde, könnten wir rein theoretisch auch 2 Filme gleichzeitig produzieren. Einen mit 2 und einen mit einem Schauspieler. Dann könnte Trey nochmal zeigen, was er kann. Oder wir stellen halt noch einen 4. Schauspieler ein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber da hätte ich gerne noch wenigstens ein Setting mehr, glaube ich. Oh, der Trey ist mies drauf, das wird nix. Der hat irgendwas. Dieser Mitarbeiter möchte eine bessere Unterkunft. Der Trey sagt doch was. Wo war die Stadtübersicht? Also ich bin zwar nicht so der Fan davon, das auch noch mitbezahlen zu müssen, aber... So, Grid Row. Die ärmste Gegend Los Ricos ist die Heimat vieler Möchtegern-Stars, die entweder gerade erst ihre Reise begonnen haben oder es nie an die Spitze schaffen werden. Mensch, Trey, der redet von dir. So, erholt sich seine Stimmung jetzt wieder? Ich befürchte ja, dass die dann irgendwann auch mal in Rente gehen werden, ne? Weil die haben ja ein zugewiesenes Alter, die Jahre schreiten ja voran. Tut mir leid, Trey, mein Junge, aber da musst du bedauerlicherweise nochmal ran. Ich find's übrigens echt stark von dir, dass du alle deine Stunts selber machst. Das spart uns nämlich tatsächlich einiges an Geld. Ein Geisterfilm? Wieso? Nein, 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 das ist ein Mystery. Das ist das Mystery des durchlässigen Throns. Es geht doch. Es wird zwar kein 60er, aber... Emilia Reed hebt das Niveau des Films wirklich an, obwohl es nicht viel anzuheben gibt. Trotzdem eine bewundernswerte Leistung. Nach einer sehr langen Einleitung findet The Vigilant Sentinel sein Tempo und liefert. Bernardo Vázquez wechselte nach einer Karriere bei Dokumentarfilmen zum Film.
Es ist offensichtlich, dass er der Vergangenheit nicht entkommen kann. 5 Minuten Wäsche falten? Ernsthaft? Wir haben Besseres zu tun. Aber guck mal, direkt mit Gewinn gestartet hier. Kann ich mir schon was Neues leisten? Nein, natürlich nicht. Doch, Vampir. Wir können das Vampir können wir uns holen. Und bauen natürlich gleich das entsprechende Set noch mit auf. Wie blum blum. So. So, wir machen jetzt so, Piratkomödie hatten wir doch schon mal, ne? Langsam nähern wir uns da an. Die Grünen sind ideal. So, die beiden können jetzt mal zeigen, was sie können, wenn unser Star nicht mit dabei ist.
Wieso denn Fortsetzung? Wer sagt denn irgendwas von einer Fortsetzung? Außerdem ist Emilia Reed weibliche Hauptdarstellerin gewesen. Bei der letzten Piratenkomödie. So, Dracula und Renfield. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Produktionen von dem Vampirfilm fangen erst morgen an, weil die Schauspieler nicht da sind. Deswegen hoffe ich, dass die Drehbuchautorin sich erstmal auf den anderen Film konzentriert und den nicht in der falschen Reihenfolge macht. Das ist das erste Mal, dass unser Studio 2 Filme gleichzeitig produziert. Drückt uns mal die Daumen. Wieso Filmszenen 1? Ich habe doch Zusatzfilmszenen gefordert. Mit Stunts und allem. Wieso sind die denn da nicht drin? Das war letztes Mal auch. Das verstehe ich nicht. Das könnte doch besser. Doch, hatte ich. Bei beiden. Ich habe bei beiden zusätzliche Szenen eingebaut. Guck, hier, beim Vampir sind auch nur 3 Szenen. Verstehe ich nicht. Dass wir hier auf 2 Filmdinger gleichzeitig achten, ne? Ja, da oben wird natürlich gleich erstmal eine 55 abgeliefert.
Wie sich das gehört. Ach, die Scheinwerfer sind ausgefallen da oben, ne? Ich hatte überlegt so, hä? Schauen wir mal. Ich bin ja echt gespannt, was bei den beiden Filmen am Ende rauskommt. Ich meine, das ist das Letzte, was wir hier im heutigen Stream noch machen, ne? Diese beiden Filme da noch fertig produzieren. In 5 Minuten haben wir nämlich die 24 Stunden voll. Sag mal, dass ihr euch nicht schämt. Ja, genau. 57 passt. ...56, naja. Naja. Da müssen wir noch mal ran, Mädels. Ich glaube, wenn 2 Filmsets gleichzeitig da am Gange sind, ist ein Wartungstyp zu wenig, oder? Ihr macht die jetzt alle nochmal. Ich meine, 55 ist schon mal ein gutes Benchmark. Aber macht bitte noch ein bisschen weiter. Auch wenn wir jetzt schon wieder Minus machen. Aber wir haben ja auch einen gewissen, ich nenne es jetzt an dieser Stelle einfach mal Qualitätsstandard, den wir bei unseren Filmproduktionen ja auch gerne weiterhin einhalten wollen würden, wage ich mal zu behaupten. The Movies war trotzdem eindeutig das bessere Spiel. Ich würde tatsächlich auch fast die Behauptung aufstellen, von den Spielen, die wir im Rahmen dieses Geburtstagsstreams gespielt haben, ist das hier fast das Schwächste, würde ich sagen. Versucht es da nochmal. Dafür habt ihr auf jeden Fall noch die Zeit. Die Jungs sind ja sowieso noch am Gange da.
Hat sich nochmal gelohnt, ne? Schaffen wir das noch? Wir versuchen es. Jungs, was ist da los bei euch? So. Mädels, haltet euch ran. Wir haben Fristen einzuhalten. Die Jungs werden es definitiv nicht schaffen, also müsst ihr das jetzt reißen. So, da bin ich ja mal gespannt. The Relentless Rampage. Für das Debüt hat Effie Pacheco einen ganz passablen Job gemacht. Für den Blockbuster, den sich The Relentless Rampage erhofft hatte, glaube ich nicht. Wenn du noch nie eines der anderen Werke des Bernardo Vázquez gesehen hast, dann ist The Relentless Rampage sehr zu empfehlen. Ziemlich schön und sehr dumm. Schön. Dann machen wir uns auch keine eigene Konkurrenz an den Kinokassen, wenn der eine Film halt deutlich vor dem anderen rauskommt. Den Vampirfilm hauen wir noch raus und dann soll es das hier für heute dann auch mehr oder weniger gewesen sein. Ich habe aber auch hohe Ansprüche an die beiden, ne? Ich meine, einer von den beiden ist ein Oscar-Gewinner, ja? Ein Oscar-Gewinner aus dem Jahr 1921. Das hat jetzt also tatsächlich nicht so viel zu sagen, aber nichtsdestotrotz ist er ein Oscar-Gewinner. Ich lasse da auch nicht locker. Einen Monat gebe ich dem Film noch. Ja, wenn der spätestens im September fertig wird, dann ist das für mich schon okay. Ja, ich kann es da nochmal versuchen. Ja, jede Szene kriegt noch eine Chance und dann geht der Film aber auch raus. Ja, ihr könnt ja in der Zwischenzeit, wenn ihr wollt, schon mal in den Chat schreiben, wie es euch so gefallen hat. Also zumindest die Teile, die ihr vom Geburtstagsstream mitgekriegt habt. Ich glaube kaum, dass irgendeiner von euch tatsächlich die kompletten 24 Stunden ganz durchgeht. Na, der Lena im Großen und Ganzen. Mit 1-2 Stunden Ausnahme. Was so eure Highlights gewesen sind, was euch am besten gefallen hat. Ah, 56, das ist halt nicht geil. Ich find Rückmeldungen dieser Art nämlich immer sehr spannend. Auch für die Planung zukünftiger, eventuell ähnlicher Events oder sowas dann.
So, und jetzt macht mal hinne da, haut mal was raus, Jungs. Der Moment der Wahrheit. Schaffen wir es noch für den September? $60 durch die Bank. Da bin ich jetzt gespannt. Wie sie sich gleich schon wieder angegriffen fühlt, obwohl das überhaupt nicht so gemeint war. Meine Güte. So. The Resilient Thirst. Man kann über The Resilient Thirst sagen, was man will, aber ich habe mich köstlich amüsiert, schreibt The Filmwood Reporter. Es ist, als hätte Luke Lowe im Laufe des Films gelernt, wie man schauspielert. Die erste Hälfte ist schmerzhaft, aber die zweite Hälfte ist wirklich gut, schreibt And Action. Und ein weiterer Film in der Chiara Pace Liste der unterdurchschnittlichen Versuche, ein gutes Drehbuch zu verfassen, schreibt Directors Cat Weekly. Das Gesamtergebnis für den Film liegt bei 61 Punkten. Es war okay, denke ich. Wumms. Ach du Scheiße. The Resilient Thirst, unsere Vampirkomödie mit unserem Oscar-Gewinner, einfach mal in der ersten Woche schon $360.000 Gewinn eingespielt und damit mehr als die letzten beiden Filme zusammen. Also The Vigilant Sentinel und The Relentless Rampage zusammen haben noch nicht so viel Gewinn eingespielt wie The Resilient Thirst, einfach mal zur Eröffnung. Wumms, gleich auf Rang 1 der Kinokassen. Da sind auch Leute aufgestiegen noch, habe ich gerade gesehen. Dieser Mitarbeiter möchte eine bessere Unterkunft. Dieser Mitarbeiter hat am vergangenen Tag bei der Arbeit nichts gegessen. Ja, da will ich einfach mal sagen, selber schuld. Naja, unser... Was ist sein Ding hier? Producer oder so, ne? Ich finde gerade das Ding nicht. Produzent, jo. Möchte jetzt auch eine Unterkunft. Die holen wir ihm noch schnell, das vergesse ich nämlich sonst. Kann gleich da gegenüber von Drew in der Grid Row einziehen. Was anderes gibt's nicht, glaube ich spinne. Und damit soll es das hier an dieser Stelle mit Blockbuster Inc. auch gewesen sein. Ich habe mir ehrlich gesagt, ein bisschen mehr davon erhofft. Es war trotzdem auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam, nachdem ich dann das Tutorial einfach abgebrochen habe, weil ich da sowas von die Schnauze voll von gehabt habe. Aber es war irgendwann dann doch noch unterhaltsam. Ich habe mir aber ein bisschen mehr von erhofft. Wie gesagt, ich habe damit The Movies echt positive Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Das wäre tatsächlich auch der Titel gewesen, den ich lieber gespielt hätte hier im Rahmen dieses Surprise Sunday on a Monday and a Tuesday. Und naja, bedauerlicherweise war es leider nicht drin. Trotzdem war ganz lustig. Waren ein paar interessante Spiele dabei.
gerade auch an der Horrorfront bin ich ganz froh, dass wir auf 3 Titel hochgegangen sind, weil ich wage zu behaupten, dass der 3. Platz, der eigentlich von der Abstimmung her gar nicht vorgesehen gewesen war für heute Nacht, dass der echt delivered hat, während der 2. Platz fast so ein kleines bisschen verpufft ist, würde ich fast schon behaupten, im Vergleich zu den anderen beiden Titeln zumindest. Ja. Oh, mein Highlight. Oh, warte mal. Mein Highlight. Food Truck war auf jeden Fall ein Banger. Definitiv. Ja, also Spaß hatte ich mit so ziemlich allem. Die Titel, wo ich ohne weiteres noch hätte weitermachen können, waren Food Truck, Crime Scene, Grounded und Tavern Manager. Aber ich sag mal, der Titel, wo ich am wenigsten erwartet und von daher am positivsten überrascht worden bin, war, würde ich behaupten, wie hieß es? Jisatsu. Da habe ich nämlich echt nicht mit viel gerechnet, gerade nach dem anderen Chillers Art Spiel, was wir direkt davor gespielt haben, was ja auch nicht schlecht war, aber halt auch nicht wirklich gut, geben wir es zu. Und danach hauen die dann da noch so einen Banger raus, ja, der quasi nur durch Zufall überhaupt in diesem Stream gelandet ist. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Der hat richtig reingeknallt. Hatten wir glaube ich, während des Spielens selber auch schon angemerkt. Forgotten City auf jeden Fall interessant. Da war mein größtes Problem, dass es sehr dialoglastig war zu einer Zeit, wo ich ein Tief hatte und von daher, ich wage zu behaupten, mindestens ein Viertel der Dialoge gar nicht wirklich registriert habe. Aber auch auf jeden Fall was mich interessieren würde, wo ich gerne bei Gelegenheit nochmal reinschnuppern wollen würde. Und ja, dann haben wir noch jede Menge Spiele für potenzielle weitere Episoden von Surprise Sunday, von Let's Take a Closer Look und auch von Rios Mini Horror Marathon in der potenziell absehbaren Zukunft. Ich sag mal, irgendwann im November oder im Dezember sollte in der Richtung auf jeden Fall irgendwas machbar sein. Im Oktober leider nicht mehr. Im Oktober haben wir aber, wie ich heute Nacht schon mal aufgezählt habe, ja durchaus noch, gerade auch an der Horrorfront noch einiges zu bieten und natürlich auch unser Special. Morgen Abend spielen wir Luigi's Mansion 2 fertig, da machen wir das Trugschloss und alles, was das Spiel danach noch in unsere Richtung schmeißt, das dürfte ja rein theoretisch nicht mehr so viel sein. Donnerstagabend spielen wir Resident Evil 3 fertig und die Woche darauf starten wir ja dann schon in unser Happy Halloween Special mit dem Schwerpunkt auf den Supermassive Games. Das heißt, wir spielen an 7 Tagen 7 Spiele durch. Angefangen mit Until Dawn, dann über die komplette Dark Pictures Anthology-Reihe bis hin zu The Quarry und zum großen Finale an Halloween selber dann natürlich The Casting of Frank Stone. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, da bin ich auch schon sehr gespannt, was uns da so erwarten wird. Und ansonsten laufen unter der Woche natürlich auch noch die üblichen Projekte weiter. Ne? Morgen gibt es unter anderem vor Luigi's Mansion auch noch eine Folge Horizon Zero Dawn. Am Donnerstag zum Beispiel, da spielen wir, ich muss kurz gucken, am Donnerstag startet der nächste Fall von Ace Attorney, auch eine Geschichte, die den einen oder anderen von euch mit Sicherheit freuen und interessieren wird. Das dürfte auch wieder eine sehr spannende Kiste werden. Freitag spielen wir Persona 3 Reload weiter, da steht ja auch einiges an, ne? Der nächste Vollmond zum Beispiel. Und am Samstag gibt es Final Fantasy 7 und da haben wir ja mit dem größten aller Cliffhanger aufgehört, also eine richtige Banger-Woche, die euch hier im Livestream auf dem Kanal noch erwartet, zumindest wenn euch
zumindest eines der Projekte, die wir da im Moment spielen, interessiert. Und nächste Woche geht es dann halt bangermäßig weiter mit Happy Halloween. Ich bin sehr zufrieden mit dem Oktober-Content. Ich bin auch sehr zufrieden mit diesem 24-Stunden-Geburtstagsstream. Und versteht das an dieser Stelle jetzt bitte nicht falsch, aber ich bin irgendwie auch froh, dass es jetzt vorbei ist, dass ich es erstmal geschafft habe, dass ich da jetzt erstmal einen Haken hintersetzen kann und mich jetzt so ein bisschen ausruhen und regenerieren kann, bevor ich mich dann morgen wieder in unsere regulären Projekte stürze. Und von daher bleibt mir an dieser Stelle eigentlich auch nur noch Folgendes zu sagen. Ich bin der Rio. Ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und insbesondere natürlich auch nochmal für eure Unterstützung. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Zum großen 24-Stunden-Stream zum 13. Geburtstag. Sie werden nämlich so schnell erwachsen. Und bis dahin wünsche ich euch eine geile Zeit, viele unterhaltsame Streams hier auf dem Kanal. Ja. Kommt gut durch die restliche Woche. Wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder, im Zweifelsfall sogar schon morgen. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Bis dann. Und natürlich auch eine gute Nacht.